Und da sind wir wieder mit einer weiteren Runde GreedFall. Beim letzten Mal haben wir ja unter anderem dafür gesorgt, dass eine Folterkompanie, nenne ich es jetzt mal, von der Eisenallianz geschlossen wird, haben einem Ritual beigewohnt, haben unsympathische religiöse Vollidioten getroffen, von denen uns irgendeiner sich anschließen wollte, aber nun hat er zwar auch gemacht, aber ich werde ihn natürlich nicht mitnehmen. Dann haben wir ihm hier davon berichtet und jetzt müssen wir mal gucken, wie wir weitermachen. Also, wie am Ende der letzten Folge schon angekündigt, werden wir jetzt erstmal den Anfang dieses Parts damit verbringen, ein bisschen zu erkunden. Es gibt ja genug zu tun tatsächlich. Wir haben ja jetzt wieder 2 Gebiete entdeckt, wo wir noch nicht komplett durch sind. Und da würde mich tatsächlich zuerst mal interessieren, wir waren ja vor ein paar Folgen in dieser einen Höhle mit den Monstern, wo wir ja so gar nicht weitergekommen sind. Da würde ich jetzt gerne mal gucken, wie da jetzt der Stand ist. Muss ich gerade mal schauen. Ich bin schon wieder zu weit gelaufen. Muss ich erstmal wieder orientieren, ja? Nee, okay, ich gehe eigentlich genau darauf zu. Ja, hier war das Haus. Was ich ein bisschen schade finde, dass es bisher in dieser religiösen Thelem-Stadt da nichts zu tun gibt. Bisher nur in Hikmet und in. Also Hikmet tatsächlich auch so gut wie nicht. Nur ganz cool gefunden. Aber als kleiner. Als kleine. Ja, Dingens. Ich weiß natürlich jetzt nicht mehr genau, wo das war. Ich meine, das war sogar hier gewesen. Was will er denn? Ah, my child, I'm happy that you are here. I've had an idea that I wish to present. Please do. I've known the Mother Cardinal for quite some time. She is a formidable woman, gifted and diplomatically skilled. I fear that your cousin might be a little defenseless when dealing with her, and would like to give him a few weapons. What do you have in mind? Diplomacy is not only a matter of formal encounters and choreographed etiquette. If we had the means to action more personal leverage, the Mother Cardinal could not manipulate your cousin. How could we ever find anything of that sort? Everyone has nasty little secrets, my child. It's our task to discover Cornelia's. Nee. It's a very good idea. But alas, I have other problems to resolve first. I understand. Come and find me when you are ready. What was your role at my uncle's court? Were you already an ambassador? No. But I was part of the embassy. I had only just started my career as a diplomat back then.
Taleme was hoping to convert the congregation, and they had sent me to spread the word. I tried to teach you some of the basics because you had a predisposition for magic, but you were so young. You preferred to run around the halls with a wooden sword in hand, chasing your cousin. Ja. I'll see you later, Father. Take care, my child. Ja, halt die Klappe. Boah, was für ein schwieriger Typ. Bäh. Ich kann dich überhaupt nicht ab. Ja, dass du es besser gefunden hättest, wenn man das kleine Junge dir hinterher rennt, ist mir schon klar. So. Das wird aber nicht passieren. Ich glaube, das war hier sogar. Ja, instinktiv richtig gelaufen. Ist hier eigentlich zwischendurch kein Lager? Wo wir dann jetzt hinmachen können ja tatsächlich. So, Gegner lassen wir Gegner sein. Ja, ja. Ach, ich bin natürlich falsch gelaufen. Lass sie schlafen. Okay, hier bin ich falsch. Aua. So, mal gucken, wo ich jetzt hier lang muss. Ah, ja. Da kommen wir noch immer noch nicht rüber, ne? Muss unbedingt mal stärker skillen. Ach Gott, meine Fresse. Diese Wege hier in dem Spiel. Nein. Oh, Alter. Du könntest ja noch so eine kleine Minimap geben, auf der man sich ein bisschen besser orientieren kann. Boah, ey. Hier runter. Was zeigt denn die Karte hier für einen Käse an? Mein Gott. Der Bereich ist echt eklig. Zum Orientieren. Hier muss ich lang.
So, und jetzt hier an der Feldseite hier bleiben. Ja, geh weiter. Und einfach hier dann der Felswand hier folgen. Ja, okay, ist der Durchgang. Meine Güte. Dass sich der Weg bisher hier auch gelohnt hat. Ich gucke mal, ob wir jetzt eine Möglichkeit haben, die Gegner zu besiegen. Die sollten jetzt eigentlich ein bisschen stärker sein. Kann natürlich auch sein, dass das hier Content für keine Ahnung wann ist, aber so riesig ist die Höhle jetzt auch nicht. Okay, die Markierungen sind weg. Wird mir eigentlich schaffen. Schön, dass meine Kameraden ja sonst wo sind. Okay. Hier kommt man nicht lang. Ah, die konnten jetzt tatsächlich schon ein bisschen was, die Viecher hier. In die Konstruktion haben wir letztens schon gesehen in der einen Höhle. Das ist wie so ein riesiges roten Kopf mit sonst was für Klauen hier dran, oder was das sein soll. Spannend, dass das hier auch so ist wie in einer anderen Höhle. Das sieht schon wieder fast nach Ende hier aus. Das Tagebuch von Professor Sarefedin. Endlich habe ich es geschafft, in den Grabhügel zu gelangen, aber leider hat mich der Wächter schwer verletzt. Doch das ist egal. Ich werde mich später darum kümmern, denn dieses Grab ist so faszinierend. Ich dachte, dass die Wächter, die ich beobachtet hatte, groß gewesen seien, aber ich hatte keine Ahnung. Das Skelett, das ich hier drin gefunden habe, ist noch gigantischer. Oh, was für eine Kreatur muss das wohl gewesen sein, als sie noch am Leben war. Nach Angaben der Eingeborenen war dieser Wächter der erste, der erschienen ist. Und es war in der Tat ein alter König der Insel, der sich in diese Kreatur verwandelte, um einen Feind abzuwehren, der aus dem Meer kam. Es ist ganz offensichtlich eine Legende, aber meine Beobachtungen lassen vermuten,
dass sie zu einem gewissen Grad wahr sein könnte. Und diese Bestien waren Männer und Frauen, bevor sie sich durch einen schwerwiegenden Prozess in Wächter verwandelten. Meine Wunde wurde infiziert und ich habe keine Möglichkeit, sie zu behandeln. Es wäre eine Schande, hätte ich dieses... Ich hätte... Nee, was für eine Schande. Ich hätte dieses Tagebuch gerne vollendet. Ich hoffe, dass jemand meine Notizen für mich findet und meine Arbeit fortsetzt. Ah ja. Das da droben ist der, den wir, oh, das sind die, die wir letztens schon gesehen hatten. Warte mal. Lass mich doch mal agieren. Will ich ein bisschen CC machen? Ah ja, okay. Der CC-Skill ist echt nicht schlecht, dieses Skelett, wie es heißt. So. Dann haben wir jetzt also 3 von 4 Dingens gefunden. Und die Höhle wäre dann somit auch vollständig erkundet. Das ist doch schon mal was. Dann können wir das von unserer To-Do-Liste streichen. Jetzt bin ich gerade überrascht, was meine Orientierungssinn angeht. Hier geht's raus. So. Gut, das ist ein bisschen doof, dass wir jetzt den ganzen Weg nochmal zurückgehen können, aber... Aber man hat zumindest jetzt noch mal ein bisschen noch wieder erfahren. Dinge, die wir ja eigentlich schon wussten, aber jetzt auch nochmal schriftlich haben. So. Ich weiß nicht, ob wir noch so ein Lager hingemacht haben hier. Was ist das denn? Ach, noch mehr Notizen von ihm. Okay, die Notizen hatten wir eigentlich schon. Genau, wo ich die jetzt hier nochmal finde. So, jetzt kommen wir hier wieder raus. Wie gesagt, Gegner speichern ja. Hier unten ist dann noch ein Lager. Okay, gut. Da bin ich ja mal gespannt, was uns in den anderen Abschnitten jetzt erwartet. Ich muss glaube ich so noch eine Questbelohnung bekommen haben. Großes Hackbein und Hammer des vergessenen Gottes. Kann man mal gucken, ob das für ihn dürfte das eigentlich nicht sein. Oh, doch kann er sogar benutzen. Oha.
Das macht ordentlich Schaden. Beweglichkeit 3. Kann er sogar benutzen. Nice. Dann schauen wir mal bei Kurt, wer irgendwie was Neues hat. Er kann die Hammer des vergessenen Gottes benutzen. Oder das Yatagan. Also der Unterschied ist aber hier schon krass, ne, zwischen den beiden. Warte mal. Ah ja, jetzt weiß ich warum. Weil ich das natürlich mit ihm geskillt habe, ne? Hier das Hackbeil. Also Rüstungsschilddurchtrennung ist natürlich schon krass hier, ne? Und Betäubung halt auch, also. Aber ich würde tatsächlich dann eher den Hammer nehmen. Ja, natürlich eigentlich ja jemand ist, der tanken soll. Natürlich mit so einer Zweihand-Dings natürlich auch ein bisschen mehr hermacht, tatsächlich. Hier können wir jetzt nochmal gucken. Man kann sie nämlich den Yatagan benutzen hier. Das ist für sie eine deutliche Steigerung tatsächlich. Tatsächlich gefühlt nur. Gut, sie heilt natürlich auch, aber gefühlt nur Klopper. Das finde ich gut. Ich bin dann, wie gesagt, nicht so ein Magiefreund. Jetzt würde da jemand drauf sitzen, ne? Gut, so, das haben wir erforscht und man kann ein bisschen neue Ausrüstung bekommen. Das ist doch cool. Speichern wir einmal. Und, ich glaube, die sengenden Gewässer müssen wir eigentlich so weit erkundet haben. Meine ich. Ja. Okay, weil dieses Kasernendingen. Düstere Höhle. Weiß ich gerade gar nicht, ob da noch irgendwas war. Aber ich meine, da bin ich schon durch gewesen. Aber ich habe nicht in Erinnerung, dass ich da nicht drin wäre. Also nicht durchgegangen wäre. Okay. Also, beziehungsweise, dass ich das halt noch offen hätte. So. Okay, das haben wir also fertig. Dann. Die roten Wälder müsste ich auch. Hier, genau, das wollte ich noch mal mehr angucken. Die, die Einödmission. Ob wir hier einen Dings haben. Munition.
Okay, ich muss mal... gleich mal was machen. Kümmere ich mich aber gleich drum. Kurze Pause. So. Gut. Denn hier dürfte in dem Bereich noch einiges offen sein, tatsächlich. Was wir noch nicht erkundet haben. Zum einen ist da ein Fähigkeitenaltar, von dem ich nicht weiß, ob ich da schon war. Hier links ist noch Zeug. Das blutige Heiligtum kennen wir ja schon. Und hier hinten sind auch noch Sachen. Gehen wir erstmal zu dem Fähigkeitenaltar, weil ich nicht weiß, ob ich da schon war. Wo ist die Markierung? Ist die Markierung nicht hier doch? Hier ist auch noch was. Lagerbereich. Das haben wir auch noch nicht entdeckt. So, noch gar keines entdeckt tatsächlich bisher. So. Ist ja dieser dran vorbeigelaufen, ist auch nicht schlecht. Mal kurz, damit ich hier den Krempel mitnehmen kann. Okay, das ist echt nicht schlecht mit dem Skill. Ah ja. So. Das geht? Okay. Entschuldigung. Ja, dann können wir ja ruhig tatsächlich in den weiter Norden gehen. Was ist das denn? Okay, wir können nicht in den Norden gehen, weil wir uns da die Augen ausstechen.
Ist ja auch wild. Ist wahrscheinlich dann irgendwann wieder spielrelevant. Dass man dann da lang kann. Gut, dann gehen wir mal Richtung hier. Gegner lassen wir Gegner sein. Und schauen wir mal, was hier so ist. Ja, ja. Der große Baum hier. Die ist wieder in ein Lager. So. Ist hier noch ein Lagerbereich? Schauen wir mal, was hier jetzt so ist. Das sind wahrscheinlich irgendwelche komischen Missionare. Dorf Eden, ja genau. Sag mal. Haben die Säcke hier? Ne, das sind Eingeborene, ne? Ja, okay, das sind Eingeborene. Warum heißt das denn Eden? Rückling Leas, okay. Das juckt ja hier mal bekannterweise niemanden. Was er zu sagen hat. You have returned on Almanawi. Do you need something else? Zurückgekehrt? Like so many others. Ich war hier schon mal? Okay. Kann auch sein, dass er das immer sagt. Also ich brauche ich eigentlich noch nicht. Kann ich nicht sein. Aber kann das hier sein, dass hier dass die das hier übernommen haben? Das Grab des Reisenden. Ich appelliere an das gute Herz der Reisenden auf der Stelle nach Wettwil. Oder wie man das ausgesprochen wird. Mein Bruder beschloss, ihr zu folgen und kam nie wieder zurück. Wenn einer von euch seine Leiche findet, dann grabt bitte ein Grab für ihn, damit er in Frieden ruhen kann. Er muss noch seine Geldbörse bei sich haben. Ich würde mich freuen, sie euch als Belohnung zu überlassen. Okay. Die Nester des Yorklans zerstören. Nördlich von Eden haben äußerst andersflüssige Yorklans ein Nest gebaut. Seid vorsichtig, wenn ihr der Straße nach Nordosten folgen oder in die Büsche gehen wollt. Wenn ihr die Nester zerstört, wird belohnt. Wir können nicht auf 100 Wunsch eine Falle anbieten. Okay.
Leben die hier zusammen? Nee, Eingeborene? Was ist so... Was ist hier los? Welcome to Eden, the lighthouse of faith, harmony, and civilization in these wild lands. Thank you. Desade. I'm the legate of the merchant congregation. And I am Father Justinius. Delighted. And what may I do for you? Okay, der macht zumindest nicht ganz so einen bekloppten Eindruck wie der andere I Typ da. Goodbye. May the enlightened... Ja. Okay, die wollen ja wahrscheinlich irgendeine Kirche oder so einen Scheiß bauen. Oh Mann. Zeigt aber auch wieder viel, ne? Die Menschen leben im oberen Teil und die Eingeborenen im unteren. Aber das Zusammenleben scheint hier bis jetzt zumindest relativ gut zu funktionieren. Oh ja, spannend. I'm sorry. I don't have time to talk. Ja. Büro der Missionare. Und die also bekehren. Ah ja. So ein Ding ist das also. Natürlich sein, dass die sich im Zweifelsfall gegen uns stellen, ja, wenn wir ja irgendwann mal Entscheidungen fallen. Ah ja. Nun, kein Kommentar. Nach innen sieht es für nämlich irgendwie nicht aus. Ach so, hier ist wieder die Kirche, okay. Ja, gut. Dass wir den Ausgang finden. Ach, hier. Okay. Krass. Dass sich hier sowas verbirgt. Ist ja mal spannend. Auch hier wieder halt Abholzung, ne? Das ist doch nicht so gut. Da, wenn ich diese Mini-Dinger finde, dann mache ich die, aber das ist nicht so unbedingt die Priorität. Die haben keinen Händler hier, ne? Nö. Hier kommen wir dann wieder ins nächste Gebiet. Gucken, wo man hier hinkommt. Das ist wieder dieses irgendwas. Die hätten den Orten hier ein bisschen einprägsamere Namen geben können. So ein Buchstaben-Kauderwelsch, den man nicht aussprechen kann. Das irgendwie bleibt nicht im Kopf so. Okay, hier geht's noch links weiter.
du denn? Ja. Wow! Wirklich? Das klappt ja nicht so. Einfach hier anderen erstmal loswerden. Mein Gott. Ordentlich, ja. So. Schauen wir, was es hier noch Schönes gibt. Okay, das ist dieser Vulkan, von dem man ja gesprochen hat. Der ja irgendwie die Wurzel alles Übels hier sein soll. Und wenn wir den erreichen können. Boah, war da viel drin. Sumpfiges Gebiet. Hier hinten kann man ja nicht hin. Aber hier links ist noch was, da war man noch nicht. Hier ist noch ein Durchgang. Ach, hier. Meine Güte. Okay. Hier ist nichts. So wie aus, ja. Einfach hier mal random durch irgendein Gebiet hingebastelt, das gar kein... Jo, ist halt da, ne? Hat eventuell später noch eine Bedeutung. So. Ja, da drüben kommen wir nicht weiter. Dann wäre der Teil auch soweit erkundet. Ich frage mich jetzt gerade, wir haben ja diese kleinen Missionen bekommen, ne? Auf der Straße nach meinem Bruder beschloss. Aber das ist ja hier. Oder kommt man hier wieder auf mehreren Wegen hin? Aber das kann natürlich auch sein. Das wäre die eine, diese kleine Mission. Und die andere, die Nester. Nördlich von Eden haben äußerst angrenzende Yorklands ein Nest gebaut. Ja, nördlich ist natürlich...
Also wir sind hier eigentlich. Nördlich hier war jetzt gar nichts. Ja, kann natürlich sein, dass sie erst mit Respawn wieder da sind oder so. Aber bisher habe ich jetzt hier nichts gefunden, tatsächlich. Gut. Lager des Sumpfheiligtums. Achso, ich bin hier noch. Auf der Straße nach. Das kann natürlich jetzt überall sein. Okay, wir schauen mal, ob wir hier noch irgendwas übersehen. Ha, hier rechts ist auf jeden Fall noch was. Und da rechts ist auch noch was. Bin ich schon dran vorbeigelaufen? An dem Durchgang? Hä? Hier oder was? Hier muss irgendein Weg sein. Okay. War da nur von der anderen Seite ran, oder was? Eigentlich nicht. Hä? Ausgrabungsstätte? Oder brauche ich hier wieder Intuition, um hier irgendwas zu finden? Weil dieser... Das sieht ja wieder so aus wie so ein... Wie so eine Levelbegrenzung, die man von dem anderen Dings kennt. Ob es hier an der Seite weitergeht? Ist auch nicht. Okay, das ist entweder noch nicht gewünscht oder es geht später hier noch weiter. Dass man da jetzt nicht hin soll. Ist ja nichts Neues in dem Spiel. Hier sind noch keine Gegner, ne, in dem Bereich. Man glaube ich echt noch nicht hin in die ganzen Sachen, ja. Hier war ja dieses Fresko. N und M, ne? Also das scheint so zu sein, dass man da noch nicht hin soll. In den anderen Bereich.
Oder man erreicht ihn über einen anderen Zugang. Das kann natürlich auch sein. Also von hier aus komme ich jetzt nämlich nicht so. Hier muss es noch einen anderen Zugang geben, weil der hier ist nicht passierbar. Was ist denn hier? Lass gucken. Ich glaube, da war ich gerade schon, ne? Ich bin einmal hier rumgegangen. Ja, okay. Dann ist das wohl entweder, wie gesagt, ein anderer Durchgang oder... Keine Ahnung. Also man kennt das ja inzwischen, ne? Dass die Durchgänge... Beziehungsweise wenn das Spiel nicht will, dass du irgendwo nicht hinkommst, dann kommst du da halt auch nicht hin. Aber hier scheint es definitiv noch andere Zugänge zu geben, wenn man das hier so sich auf der Karte anguckt. Hier zum Beispiel auch über den Bereich. Da waren wir halt auch noch nicht. Hier gibt es definitiv... Das sieht zumindest aus, als ob man jetzt die Zugänge so haben könnte. Waren wir hier eigentlich schon? Ich glaube nicht. Da bin ich mich so gar nicht bekannt vor. Ach so, warte mal, hier können wir gleich mal handeln. Kann ich hier nicht speichern? Oh, lol. Mein Gott. Hab ich jetzt irgendwas Wichtiges bekommen? Ich habe noch ein bisschen Ausrüstung erhalten gerade eben. Mein Gott. Ausrüstung. Okay, das ist Käse, für ihn zumindest. Für ihn auch. Könnt ihr keiner mal noch, bevor wir weitermachen, noch mal eben auf Dingens wechseln. Auf Vasco. Da viel irgendwie was dabei ist. Das ist alles Käse hier. Ach hier, Vasco ist hier sogar mit dabei. Das ist cool. Okay, der ist das alles Käse. Das ist auch Käse, wollte ich mir gar nicht angucken. Sieht man schon an den Qualitätsstufen. Und ich zu ihnen. Er hat immer noch diese Ordnungspistolen, ne? Ja, Hansel hier. Okay, weil da kann ich die Sachen alle verkaufen, tatsächlich.
Ja, und die anderen Charaktere spielen für mich keine Rolle. Hier Afra und Petrus. Möchte ich halt nicht einsetzen. Ist eigentlich hier wechseln? Nee, ne? Naja, okay. So. Dann haben wir hier auch unsere Truhe, wo wir ein bisschen Zeug einlagern können. Brauche ich eigentlich eh nicht, weil das hier... Ach, die Fallen wiegen was, okay. Ja, dann weg damit. Jetzt habe ich einen Heiltrank da reingetan. Ja. Ich frage mich auch, warum ich trotzdem 113 an Dings habe. Oh, ich sehe gerade, die Munition wiegt ja auch was. Die muss ich auch noch ein bisschen verballern, tatsächlich. Also man kann ja nicht Unmengen an Munition mit sich rumschleppen. Ja gut, da kann man die nächsten Kämpfe mal ein bisschen mehr mit Munition gestalten. Die heiligen Stufen. Nee, die steinigen Stufen. Okay. Ist das hier ein... Warum kann man hier sein? Ist das einfach nur ein Gebiet, weil es ein Gebiet sein kann, oder wie? Ja, lass die Gegner in Ruhe. Okay, das hier sieht wieder nach einem Eingeborenen-Dorf aus. Was ist das denn? Die scheinen hier alle große Freunde von Feuer zu sein. Das ist ja auch gar nicht auf der Karte eingezeichnet. Also hat wohl Bedeutung. Okay. Das ist wohl hier dann irgendwie gar nicht relevant oder so. Ja gut. Bird Tirtumad, why are you wearing the same clothes as Renaigse? Weil ich es kann. Das hier? Okay. Hier ist ein Lager.
Wo man nicht hinkommt? Okay. Kann das sein, dass das hier wieder später erst folgt? Wobei, hier oben ist auch noch mega. Also hier unten geht es schon mal nicht weiter. Lässt man sich natürlich am Wasser nieder, ist ja klar. Alles andere wäre ja auch Käse. Hier geht's auch noch lang. Vielbars Wohnsitz. Okay. Ach, hier ist der. Das ist irgendwie sehr, sehr offensichtlich. Schauen wir mal nichts. Scheint auch keiner zu Hause zu sein. Okay. Das ist eine interessante interessant aufgebaut hier tatsächlich. Ist doch gut, ich hab's verstanden. Mein Gott, ich lösche diese Taste mit dem N hier mal raus. Hier ist ein Lagerbereich. Wie gesagt, die Gegner lassen wir. So, Fähigkeiten-Dingen. Reisen. Witzig, dass das so eine Tür als Symbol hat. Was ist die Musik immer? Was ist da denn? Ja, I see what you did there. Mein Gott. Nee, hä? Eigentlich laufe ich genau drauf zu, aber irgendwie auch nicht. Das ist bestimmt da oben so ein Übergang oder so. Sieht ja komisch aus. Hier, das scheint was Wichtiges zu sein. Hier sind wieder diese Expeditionen. Diese Kreaturen sind furchtbar. Als mein Kamerad und ich versuchten, eine Mauer zu erklimmen,
griff uns eine dieser großen geflügelten Bestien an. Sie schwang ein riesiges Schwert und durchtrennte damit das Seil, das mein Kameraden hielt. Vielleicht hätte ich jetzt meine Waffe verhindern können. Aber so konnte ich nur machtlos zusehen, wie mein Freund hinabstürzte. Verflucht sei diese Expedition. Ah, ich sehe gerade, das gibt immer für jeden Bereich auch immer so eine Dingens. Das sieht sehr verdächtig aus hier. Entweder brauche ich da Intuition für oder irgendwas anderes. Okay. Hätte ich es cool gefunden, wenn das dabei gestanden hätte, was man dafür braucht. Jetzt könnte man die runtersprengen. Unmöglich zu erklimmen. Jetzt aber schon noch einiges zu entdecken später, glaube ich. Warte mal. Die Viecher hier schnetzeln. So. Obsidian hinterlassen die? Okay. Oh, interessant. Da geht es auf jeden Fall. Also hier geht es mit Sicherheit später noch weiter, storytechnisch. Weil man soll ja auch, glaube ich, noch gar nicht sein. Ich weiß gar nicht, warum ich das hier entdecken kann, tatsächlich. Hier ist auch in Ruhe. Die sind auch schon ein bisschen stärker, tatsächlich. Wow. Alter. Okay. Nun. Und jetzt vielleicht doch die Gegner sogar anzugreifen, weil die doch ganz gut XP geben dürften. Das war dumm. Ja, das hat sogar geholfen. Hier unten kann man wieder reisen. Gibt wenig Lagerpunkte hier in dem Abschnitt. Schnetzel die jetzt mal einfach. Oh Gott, da! Okay, das sind diese komischen... Aua. Alter. Alter, holy shit. Uff. Er hat jetzt wirklich die C gebraucht hier. Ah ja. Okay. Die konnten ein bisschen was.
Was war denn los? Okay. Ach stimmt, ich wollte mal ein bisschen mehr mit Dings angreifen, ne? Mit meinen Munitionen. Das wir mal machen können. Dass ich zwischen mehr auf Nahkampf so als einem anderen, ja. Kämpfen. Drachenblutharz. Ja, der Bereich hat jetzt auch nichts Besonderes tatsächlich, außer Gegner. Ja, das wird hier auf jeden Fall später noch interessant. Und ob hier oben noch was sein könnte. So, nochmal kurz gucken gehen. Norden. Nicht sicher, ob das fertig erkundet ist. Lassen wir tatsächlich noch was. Das sieht wieder nach so einem Boss-Ding aus hier. Oha! Seite Tagebuch hier vom Sinne gefunden wurde. Bei allen Atraronen. Ich hätte nicht gedacht, dass so ein entschlossener Kämpfer, dass ich so ein entschlossener Kämpfer sein könnte. Vielleicht war es die Angst, die mir Kraft verlieh, aber ich konnte diesem Wächter einen schrecklichen Schlag versetzen und er fiel zu Boden. Ich nutze die Gelegenheit, um zu entkommen. Doch leider fürchte ich, dass sich die Begegnung wiederholen könnte, denn ich muss in dieses Grab gelangen und der Nadak verteidigt ist unerbittlich. Ich hoffe, es gelingt mir, noch einmal zuzuschlagen. Ah ja. Ja, das wird dann wohl das hier oben sein. Dann gucken wir jetzt mal. Oh, gut, dass wir nochmal hochgegangen sind tatsächlich, denn hier ist dann offensichtlich wieder was zum Erkunden. Und hier können wir jetzt wieder mit Dingens arbeiten. Gut, der hat auf jeden Fall ein bisschen was aus. Aua. Okay. Beherrscht ein Grab, okay. Hier ne. Ja.
Kleidung. Eine Schädelmaske des Vogelkönigs, okay. Chance auf Beute. Ja, das würde ich dann nicht für ihn nehmen, tatsächlich. Ein bisschen dumm. Aber wir haben hier eine bessere Waffe bekommen, tatsächlich. Hier. Gut, geht zwar die Zornerzeugung und Feuerrate hoch, aber der Schaden ist halt krass. Dafür geht die Betäubung ordentlich hoch. Also halt insgesamt schon deutlich besser, ne? Ist halt klar. Das ist aber auch so eine schwere Waffe, die müssen wir eigentlich auch gut nutzen können. Das sollte jetzt von den Skills eigentlich ja kein Problem sein. Der Begegnung von genau, ja. So, hier können wir jetzt auch das hier mal. Heilen. Jetzt haben wir hier dann schon auch einen schönen Heilzauber für uns. Hier scheint aber dann... Ach, hier ist noch rechts was. Was ist da? Ah, Intuition 2. Kette. Willenskraft 4. Okay, das ist theoretisch was hier für unseren komischen Priester oder was auch immer der sein will. So. Oh, gut, dass wir nochmal hier reingekommen sind und das noch erledigt haben. Weiß zwar nicht, wie die eingebaut das finden, wenn wir ihre ganzen Nasdaqs heißen die, glaube ich, töten. Aber gut. So, dann ist der Abschnitt auch erkundet. Ich mache heute gefühlt den ganzen Tag seit einer Stunde nur Erkundungen tatsächlich. Nichts anderes. Und hier komme ich aber jetzt auch tatsächlich nicht weiter. Also. Dann muss ich aber wirklich erstmal in der Quest weitermachen. Haben wir aktuell irgendwelche Nebenquests offen? Die Laster spricht mit Petrus über seine Idee. Ja. Muss jetzt nicht sein, tatsächlich. Geheimnis des Prinzen spricht mit über die Ruinen. Wir sich erstmal das ja machen wollen, ein uraltes Geheimnis. Mit der Admiralin sprechen.
Können wir gerade mal gucken. Haben wir noch neue Ausrüstung bekommen, tatsächlich. Das habe ich hier schon ausgerüstet. Okay, die ist halt überhaupt nicht viel besser, tatsächlich. Aber wir können mal mit dem anderen mal gucken. Das hätte ich aber eigentlich ja auch nicht. Ne. Für sie ist das was. Desarde, what can I do for you? I've explored many ruins on this island, ruins that after careful scrutiny were built by the congregation. In one of them we found a journal that made reference to your guild. This document, as are the buildings, date much further back than the arrival of the Bridge Alliance a decade ago. These discoveries raise a good many questions, questions that my cousin would like you to answer. I understand. All the same, we are in a difficult situation. We are bound by the pact. I could eventually overlook these engagements if you would perform a service. Commander Fernando, who holds the port of San Mateus, has problems with certain members of Teleme. The bishop that accompanies you on occasion could without a doubt tell you more. I won't hesitate to speak to him about it. Solve these problems, and I will reconsider the validity of the pact. I will answer your questions. Anything else? I need to be going. Until we meet again, Admiral. Okay, wir sollen jetzt also mit, warte mal, hab ich das richtig verstanden? Wir sollen mit diesem Bischof reden? Hast du richtig verstanden? Was ist er denn? Have you considered my proposition? What So, was ja, your was guess war das? precisely? I've known the Mother Cardinal for quite some time. She is a formidable woman. What do you have in mind? Diplomacy is not it. Ach so, das war das, ja. Später. It is a very... I had a meeting with Admiral Cabral concerning what we found in those ruins. She said she was bound by a pact that kept her from answering questions on the subject. The Nauts are nothing more than mercenaries of the oceans. I suppose that she wants something in exchange. Effectively. She told me that her men posted at San Mateus met with some problems, and she advised me to speak to you. Does that make sense? I believe I see what the Admiral is speaking about. Or rather, who. A few of our zealous brothers are overcome by their faith. You already witnessed it for yourself at San Mateus. They look with a wary eye at all those who do not swear faith to Teleme, and refuse to express their faith openly. It is possible they have decided to target the Nauts. We will need to speak with those on Teleme lands. And of course, seek out the Bishop Domitius. I'll see you later, Father. Take care, my child. Okay. Gut. Wir bleiben erstmal bei der Gruppe. Oder ich kann eigentlich mal eine Runde Vasco mitnehmen, tatsächlich. Den hatte ich jetzt schon eine Weile nicht dabei. Glad to see you, my friend. Can I do anything? I'm asleep. Ich glaube, da besteht unsere Gruppe zwar nur aus Leuten von Fernkämpfern, aber ja. Müssen wir da ein bisschen durchwechseln. Nicht so viel gutes Zeug dabei, ja.
Kurz mal was gucken. Ich frag mich gerade tatsächlich, was hier eigentlich alles so schwer ist. Hier haben wir noch eine Kette, sehe ich gerade. Warte mal. Das sind 4 Ketten. Okay. Ist jetzt eher nicht so. Können die Ketten nicht nutzen? Was ist das für ein Quatsch? Die können sie nutzen. Resistenzen. Keine Magieregeneration. Das ist ja blödsinnig für sie. Medaille des Heiligen Matthäus. LP, warum? Das wäre geil, wenn das mein Charakter tragen könnte, ja. Warum kann denn nur sie die tragen? Ach, warte mal, ich kann mir denken, wieso. Weil die Skills, die wir verteilt haben, diese Fertigkeiten, wobei, das kann eigentlich auch nicht sein. Seltsam. Okay, auf jeden Fall geht's nicht, aber wir lassen trotzdem mal die Gruppe jetzt so, wie sie ist. Was Haufen Zeug hier bei mir wieder. Was haben wir denn hier alles noch? Schuppen, die können wir gerne mal kaufen. Was ist denn hier noch so schwer? Also ja, wir haben einiges an Muni, aber... Ach, hier ist einiges dabei. Das können wir dann gleich mal noch eine Runde verkaufen gehen. Ich würde sagen, wir können noch ein bisschen Munition jetzt hier mal lassen. Oh Gott. Achso, warte mal. Das Menü ist auch umständlich. Das war hier. Ich brauche ja gefühlt doch keine Heiltränke tatsächlich. So. Okay, mal kurz, wo wir jetzt hingehen. Sollen wir in der Quest? Ich bleibe aber in meiner Gruppe mit den beiden hier. Ich will diesen religiösen Vollidioten nicht bei mir haben.
Habe ich aber auch nicht alles erkundet, ne? Fällt mir gerade auf. Ist denn er da? Ja. Don't hesitate. So, ja, gib mir mal dein Geld. So. Ich glaube, diesen geweihten Ring kann ich auch mal irgendwie verkaufen, ne? Ist auch noch keine Verwendung für gehabt. So, sieht es mit den Sachen schon ein bisschen besser aus. Mal 73 von Dingens. Ja, 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 halt die Fresse. Good day, Desade. How can I help you? Your admiral informed me that you've been having problems with a few citizens of Teleme. What more can you tell me? Problems, huh? We're up to our necks and sinking with problems. Yeah, I even received threats to my own person. One of those high and mighty long robes dared walk upon my docks with talk of burning me at the stake. Burning me? Then two of my men up and disappeared, and I do not believe in coincidence. I wanted to ask for help from the Mother Cardinal, but she did not answer my requests for an audience. The games of politics are not my forte, and investigations even less so. Find my men. Guten Morgen, Jack. Deploy Na? you. More questions? Thanks. I've got everything I need. Fernando and the Hier Admiral geht's were ja. close. When she was captain, he was her chief mate. She trusts him completely. That's why she put him in charge of the management of the port of San Mateus. We should talk to some other sailors at the port. If some of their comrades have also disappeared, they may be able to give us some information. Mir auch. So. Okay. Hier sind nicht gerade, wir sollen mit Leuten am Hafen reden? Ja. Sagen, der Hafen ist doch hier hinten. Ja, ja, unsere religiösen Fanatiker wieder mit ihrem Schwachsinn. Man kennt es. Good day. I'm looking for several sailors, some naughts that disappeared a few days ago. Sorry, that doesn't ring any bells. But I did hear talk like everyone else on the port, but that's all. You should ask the Mage Inquisitors who have taken up lodgings here of late. They must have certainly seen something. We see them everywhere, and they spend their time spying on all that moves, especially eyeing all that the Knots are up to. What do these mage inquisitors look like? They wear a very peculiar symbol. We cannot question all the inquisitors roaming around the island. Tragen ein Symbol. Okay. Wir tragen gefühlt alle irgendwelche Symbole. Was mit ihr? Good day. I'm looking for two men, Norse, that went missing a few days ago. Do you know anything about them? Why? As a matter of fact, I do. 3 or 4 days ago, I was at the tavern having a conversation with a sailor. A nice fellow. He was telling these stories. He was drinking hard. He went outside for a moment to... You can imagine. And well,
He never came back. He wasn't that drunk to have passed out. If it were that, we would have found him. No. Something happened to him. That's a fact. But I would be at a loss to tell you what. If one of the sailors disappeared as he came out of the tavern, that is where we should go. If we find Inquisitors there, they'll certainly know more than the ones we see here. Okay. Wieder mal ist es die Schenke, in die wir gehen sollen. Deswegen, liebe Leute, trinkt kein Alkohol, sonst werdet ihr von irgendwelchen Inquisitoren verbrannt. Ja, geil. Weg! Ach so, ich soll mit dem Fritzen auch noch reden. Ich will gar nicht mit dem reden. Schnarchhase kann mir gestohlen bleiben. Ah ja. We're approaching the tavern. If we want to eavesdrop on conversations, we should be discreet. Diskret? Okay. Ist das diskret genug? Gar nicht auffällig. You again. Why am I not surprised to see you implicated in this story of surveillance? I have no idea what you're talking about. A witness told me that you and others of your order seem to be spying on all comings and goings in the port. 2 Nauts were captured not long ago. You had to have seen something. You are mistaken, my son. You've been misinformed. Ist das so? You know I have Mother Cardinal's ear. Is she aware of your initiatives? I do not appreciate this attempt at intimidation. But very well. Since you insist. These Nauts were arrested. We were forced to interrogate them to bring to light their pagan rituals. It wasn't a sanctioned arrest, was it? No. The Mother Cardinal is not aware. Not yet. But as soon as we have succeeded in making them talk and they have confessed their heresy, she... Of course. Where did you take them? The Coin Guard has lent us their jails and some men. We do not normally like to call upon the services of these brutes, but we have need of their skills and discretion. These Inquisitors really don't realize the consequences of their actions. We will have to proceed with caution. Kein Kommentar. Ist es hier? Nee, da. Dass er mal wieder auf dieses andere springt.
Mit den Typen gar nicht reden. Also auch immer wieder diese Groschengarde, die hier auffällt. Sind echt gefühlt immer wieder dieselben. Die scheinen nicht irgendwie ein bisschen bekloppt zu sein. A feast for the eyes, ladies and gentlemen. Ja. And it's free. Come and see me as soon as you have made your choice. You won't be disappointed. Of that I can assure you. Ja, ja. Warte mal, hier ist doch die Schenke. Hier richtig? Ah, hier ist noch ein Raum. It's blocked. Okay. Bin ich hier richtig? Okay, hä? Was ist das hier wieder miteinander verknüpft? Kann das sein? Muss bestimmt hier woanders rein, oder? Ich glaube nicht, dass das so einfach geht. Okay. Ah ja. Interessante Schenke. Baut man erstmal noch schön in den Knast mit ein. Nichts zu sagen? Interessant, dass hier das Ding offen ist. Halt! You have no authority to go any further. Ist es so? Kann man ja leicht bestechen. Gewaltsam vordringen, das sollten wir, glaube ich, nicht machen. And if I gave you this, so that you might go and have a little fun? In that case, I could certainly look the other way for a while. But be discreet. Ja, dann geh auch. Be discreet. Natürlich. Thank you. Thank you for getting us out of there. Those Inquisitors are completely mad. They tortured us. They wanted us to admit to all manner of horrors. Stories of some demonic cult and curses of Malachor. I was of the firm belief that they were going to kill us. But you must make haste. They are planning some sort of wickedness. They spoke of a great purification. And after that, they did this to us. It doesn't bode well, not at all. I heard them talking about their headquarters near the palace. Maybe you'll learn something there of interest. Thank you again for freeing us. We'll be able to make it back to port on our own. We need to discover what is behind this talk of purification, before they can execute their plan.
We should go see this Domitius after all. What he will tell us may help us understand. Okay, jetzt soll man dann mit diesem Domitius reden. Also jetzt spielt's. Macht mir doch ein bisschen mehr Sinn tatsächlich. Das bist du nicht, ne? Warte mal. Wie kann der denn hier sein? Greetings. Quartermaster Herbert. I'm in charge of these barracks. And you are? Desade, legate of the congregation. Nice to meet you, Your Excellency. Achso, What der can I Name do ist, glaube ich, anders. That'll Es be all. ist spannend, dass die halt gefühlt dort deutsche Namen haben. ...16 Meter? Ah ja. Huch. Wow. Und die anderen gehen sehr ruhig dran vorbei. Man kennt es. Zweihänder des Hauptmanns. Ah ja. Ich glaube, das war... Ach hier, das war hier im Süden. Ja, okay. Jetzt ging es hier wieder nicht direkt durch, ne? Ja, ist natürlich die Badierstraße. Oh, was der Typ dazu zu sagen hat. Der wirkte ja bisher auch ja so ein bisschen, naja. Ah, Your Excellency. The Enlightened must have sent you. Nee. I would like to ask a favor of you. I'm listening. As you may be aware, we suspected this island might be the one St. Lucius wrote about. Did you? We did, but let me explain. This island was where St. Matthias lived at the end of his life, and where he founded a perfect community. Some time ago, we created a village which we called Eden, following his example. We chose this place as it seemed to be the closest to the one described in the Holy Scriptures. It is a home to a community of converted islanders, accompanied and guided in their budding faith by our theologians. As you can imagine, it is of the utmost importance to us, all the more so because we discovered some tablets there, which were engraved by our founder. An extraordinary discovery that confirms your suspicions. I see you understand. Alas, these tablets were stolen, probably by the islanders who still reject our influence. I know that you are generally well accepted by the natives. That is why I was hoping that you could help us to retrieve what belongs to us. I suppose I could go to Eden and try and retrieve them.
Marvelous. The leader of the community, Father Justinius, will be able to answer your questions. May the Enlightened assist you in this holy quest, Your Excellency. Ja, was auch immer. Na, mal gucken, wenn nicht wieder irgendwas anderes dahinter steckt. Oder den gar keinen. From me, my son? Sir Desardet, emissary of the congregation. Ah. The congregation still has the uncanny gift of surprising us. I am Bishop Domitius. I represent the Ordo Luminous on the island. What can I do for you? Du hörst dich ja sehr begeistert an, mit uns zu reden. I believe you have a few problems with the Nauts who reside in the port. We have problems with all matter of heretics, my son. And of course the pagan Nauts would be among them. They are very secretive and have all sorts of strange rituals that they keep to themselves under cloak of mystery. The sorcery they employ to guide their ships is drawn from nature, just like the sorcery used by the natives. And to top it all off, and this is where it stings, we suspect them to be at the origin of the Malachor. Whatever do you mean? How? Have you ever once crossed paths with a Naut suffering from the blood plague? Why are they spared? The only logical reason is that they are at its origin, calling upon various cursed rituals. It's as simple as day. I am certain that we will find clues of their rituals and their pagan idols in their stockhouses in the port. What a nest of absurdities. What other reaction would you Gut, dass Vasco expect dabei from ist. those responsible for the curse that afflicts us? Very well. Let's just agree that these rumors need to be verified. Anything else? Was ist, wenn ich da gar gemockt habe, das zu untersuchen? Wobei, bisher kann man sich ja hier auch nicht so richtig sicher sein, wer hier was wie macht. Also, das ist... So, wir sollen... Hafenamt. Untersuche die Geheimnisse. Okay. Aber jetzt gehen wir dem anderen gar nicht mehr nach, oder wie? Hä? Warte mal, hieß es nicht, wir sollen? Gegen diese Dings da vorgehen? Also diese, gegen die bisschen seltsam. Kommt vielleicht danach oder so. Also manchmal ist das Storytelling ein bisschen seltsam gemacht tatsächlich. Eben sagte die Dame noch was von wegen, ja, wir sollen uns beeilen und diesen Dings da aufhalten. Jetzt sollen wir hier irgendwelche Lager durchsuchen. Gucken wir mal, aber wir haben ja doch irgendwelchen Dreck am Stecken. Tag aus, ah.
Hier ist das mal nichts Spannendes. Das muss ich das hart Lager, dass wir reingehen sollen. Kann das sein, dass ich zu weit gegangen bin? Altes, geschwärztes Holzschwert, okay. Good day, Desade. How can I help you? I met the representative of the Ordo Luminis, and he spoke of his fears concerning the Nauts. That hardly surprises me. That man is full of pride and arrogance, and sees evil wherever he gazes. That bishop is not made of milk and kindness, but his questions are intriguing. He suspects you to be somehow responsible for the Malachor because you never fall prey to it. Responsible for the Malachor? And how? Through your magic. Some sort of ritual. Do you use a magic very similar to that of the natives? I have nothing more to say about it. Those are merely the fantasies of a lunatic. More questions? Na? I've got everything I need. The commander will probably not tell us anything more about the Naut's secrets, but the documents at the Harbor Master's office may teach us something new, if we can stay discreet. Das war jetzt aber ein bisschen verdächtig. In der Art und Weise zu antworten. Wo bin ich denn dahin? Sieht auf jeden Fall nach einem Hintereingang aus. Gut, ich meine, es ist Nacht, jetzt müsste ich relativ gut da durchkommen, aber... Ah ja. Okay, das geht nicht so einfach. Eigentlich soll man niemanden angreifen, ne? Komisch, dass er mich jetzt gesehen hat, obwohl er auf der anderen Seite stand. Hey, wie kann der mich sehen? Ja, Rollenspiellogik. Hier irgendwo lang oder so? Geh da aus dem Weg, Junge!
Das ging nicht anders. Alter, ist das dunkel hier. Ich glaube, hier ist man ohne... Ah, okay, da unten ist auch noch einer. Ich wüsste nicht, wie man da vorbeikommt, ohne den aufzustechen. Aber ich probiere mal, ich mache mal kurz was anderes eben. Weil, falls das wieder so ein Punkt ist mit, wieso hast du den abgestochen, obwohl du das gar nicht gesehen hast, weil du gar nicht dabei, obwohl ich gar nicht dabei war, sondern 1000 Meter weiter weg war. Achso, jetzt bin ich schon hier an der Pflege vorbei, ne? Warte mal. Mach ich mal einen Sicherheitsspeicherstand? Ach, das ist er jetzt hier, okay. Good day. That Risk I haven't work. Thanks. The commander will probably not tell us anything more about the North's secrets. But the documents at the Harbor Master's office may teach us something new. If we can stay discreet. Ich frag mich halt, wie der mich hier sehen kann. Okay, das war's auch noch wieder. Ja. Ach, Junge, du bist so... Commander will probably not tell us anything more about the North's secrets. But the documents at the Harbor Master's office may teach us something new. If we can stay discreet. Hier noch irgendwo rein oder so? Ja, das geht ja mal ganz gerne, dass man irgendwo rein kann. Na, okay, das geht halt überhaupt nicht. Ah, das verstehe ich halt nicht hier. Ah, okay, es geht doch. Man muss nur schnell genug sein. Ach ja, lol. Glad to see you, my friend. Can I do anything for you? Was? I must leave you. Bit of poison on. Ja, das finde ich ein bisschen doof gelöst, dass man halt irgendwie hier keine Möglichkeit hat zu sehen, wo halt die Gegner gerade sind. Ja, das ist irgendwo realistisch, aber macht halt so eine Schleichmission noch ein bisschen lächerlich tatsächlich. Ja, Leute. Hä?
Okay. Also ich glaube, dass ich ohne Schleichen hier durch, also nur mit Schleichen hier durchkomme. Wie kann der mich sehen, wenn ich auf der anderen Seite bin? Was ist denn das hier für eine komische Mission? Das ist ein bisschen komisch gemacht tatsächlich hier der Abschnitt. But the documents at the Harbor Master's office may teach us something new, if we can stay discreet. Oh, Junge. Hä? Also irgendwie, was? Bin ich gerade zu ungeduldig, oder? But the documents at the Harbor Master's office may teach us something new, if we can stay discreet. Weißt du was, ich schnetzel jetzt einfach ab hier. Ist mir egal. Ist, wie gesagt, also wenn das so komisch gemacht ist, ja. Wie kann der mich sehen? Ich raff das nicht. Er ist doch mit dem Rücken zu mir. Das geht doch gar nicht. Ja, jetzt ist da nicht, Alter. Was ist das denn? Also ich mag ja Schleichsachen, ne? Aber müssen sie halt auch gut gebalanced sein. Lächerlich. Okay, wir warten jetzt einfach mal ein bisschen. Also hier wäre es halt schön, wenn man halt direkt dann auch in den Raum gucken könnte und oder irgendwie. Weil wenn da irgendwie 3 Leute sind, die halt rumlaufen. Wie soll man denn das sehen von außen? Also das ist halt dämlich gemacht. Jetzt sieht der mich natürlich. Nein, ich will nicht mit dem reden. Mein Gott, Leute. Was sind das für ein Quatsch hier? Also das finde ich jetzt nicht so geil gelöst. So Schleichsachen, ja, aber ja. Wenn da jetzt 3 Leute rumlaufen, wie soll ich denn da nacheinander? Die geht doch gar nicht. Weil ich hier nicht reingucken kann. Nur hier sind 3 Leute, wie soll das denn gehen? Also, hä? Das ist total bescheuert gemacht. Ist hier noch einen zweiten Eingang? Warte mal. Moment. Aha. Wird wahrscheinlich genauso auffällig sein. Hier ist er. Ah, das sind 2 Räume, oder wie? Ah, das sind 2 verschiedene Räume. Also 2 verschiedene Bereiche.
Hier ist kein zweiter Zugang, oder? Okay. Und es ja eine andere Möglichkeit gibt, da reinzukommen. Ja, diese Sachen sind nicht miteinander verbunden. Nee, ich muss dadurch. Geht gar nicht anders. Okay, das ist echt merkwürdig gemacht. Komisch, dass die Tür hier nicht aufgeht. Ist ja echt sonst nichts, ne? Boah, ich komme hier nicht unter die Dings durch. Hallo. Okay, wir schnellsten erstmal den unteren. Glaube ich. I don't trust you. Hä? Wieso hat das jetzt wieder nicht funktioniert? Das ist so komisch. Jetzt hat es funktioniert. Ja, gut, ich lasse das aber jetzt so. Also, ich lade das hier nicht nochmal neu. Dann ist das halt so. Die Quest hier so komisch gestaltet, dann, ja. Aber witzigerweise ging das jetzt hier tagsüber besser als nachts. Befehl aus dem Hafenamt an die Nord, die die Lagerhallen bewachen. Die Anzahl der Wachen, die in den wichtigen Lagerhäusern patrouillieren, muss unverzüglich verdoppelt werden. Verkleidete Inquisitoren wurden in der Gegend gesichtet. Sie versuchen vermutlich in die Lager einzudringen. Lasst Vorsicht walten und sorgt dafür, dass niemand diese Lagerhäuser gelangt. Nur die Nord dürfen hinein. Unsere Geheimnisse müssen um jeden Preis geschützt werden. This note speaks of a secret hangar. We should investigate, even though it's sure to be well guarded. That way we'll know exactly what the Naughts are hiding from us. I can assure you we're not hiding anything reprehensible.
But if you absolutely want to check it out for yourself. Naja, was gut, vielleicht weißt du auch Sachen nicht, die... Bisschen komisch ist das ja schon irgendwie. Aber mal schön ist, Leute mal alles verschriftlichen. Das war jetzt... Entweder war das jetzt gerade Glück, weil es Tag geworden ist, oder... Keine Ahnung. Oh. Stimmt, hier war ja was. Warte. Ich glaube, hier kann man auch nicht so ohne weiteres rein. Gucken, was die Wachen dazu sagen. Halt! These buildings are the property of Norts. No one is authorized to enter. Step aside, guard. I am Captain Vasco, and I am under the orders of Admiral Cabral herself. We are here to inspect this house of wares. Thousand pardons, Captain. I didn't see your ink scars. Enter, if you please. Nun, dies ist eine Möglichkeit, in der Lage rauszukommen. Indem man den richtigen NPC nennt, den richtigen Partner mitnimmt. Ich klaue mal ein bisschen was, ne? Kein Problem. Wir nehmen erstmal alles mit. Das ist das Lagerhaus hier. Ich suche das Lagerhaus. Notizen der Admiralin. Der Ruf des Delfins, der Dreizack, muss so schnell wie möglich repariert werden. Außerdem sollte das Barometer ausgetauscht werden, da das an Bord befindliche nicht so präzise arbeitet, wie es sollte. Die Besatzung konnte den Sturm nicht rechtzeitig ausweichen, was Fantasie gekostete. Ich bitte um Diskretion. Die Inquisitoren beobachten uns. Okay, das wirkt jetzt erstmal nicht so komisch. Kann ja sein. I've already seen this type of engine in my uncle's court. It's used to spy upon the stars. These objects are called sextants. Looking at the heavens through them, we can determine and track precisely the course of our ships. Nothing magic nor impure therein. They're nothing but measuring instruments. And that? It looks like a thermometer. And this other machine, does it really predict the weather? The second instrument is a barometer, and it does indeed predict where the weather is going to be. Nothing magic in it either, I can tell you that. These machines are extremely complex. I've never seen anything like this. Oh. This one looks like it has a shouting dolphin etched into its side. I wouldn't begin to know how this one works. It's a new model, invented recently. It's designed to measure the depths of the oceans. It's extremely useful. These instruments are incredible, and I would be hard-pressed to use them. But I certainly see nothing magic in here. Nor anything diabolical. For as long as they work and are really used, these instruments seem to be the product of science. And I've definitely found nothing related to the Malachor, nor a secret sect or cult. This Domitius has let his imagination and the taste of Naught's secrets get the best of him. I don't think you realize the importance of what you have just seen. These instruments allow us to dominate the oceans and discover new worlds. Keeping this secret has enabled us to remain the only ones capable of navigating the high seas. Everyone just thinks you use a magic of your own. We were the ones that spread that rumor. It harms our reputation, but protects us from competition.
And this story about the Malachor? I have no way to explain why we don't catch it, but we're not responsible for it. I truly hope you'll reveal nothing of what you've discovered in this place. Nö, den Tilenen oder wie die Oronia heißen, denen sagen wir nichts davon, wenn ich es denn darf. Ich finde Beweise gegen den Orden. Oha. Jetzt geht's dann in die andere Richtung offensichtlich. Now our priority is to discover what this great purification is. Ah, okay, jetzt kommt der Teil. Jetzt wird's interessant. Und da werde ich, wenn ich es denn darf und kann, mit Sicherheit nicht rumschleichen. Diese scheiß religiösen Idioten kriegen auf die Fresse. Oh. Okay, da hatte ich nicht hingelauft. Ach nö. Spiel! And that. It looks like a thermometer. And this other machine. Does it really predict the weather? The second instrument is a barometer. Ja. Predict where the weather is going to be. Nothing magic in it either, I can tell you that. These machines are extremely complex. I've never seen anything like this. Oh. This one looks like it has a shouting dolphin etched into its side. I wouldn't begin to know how this one works. It's a new model, invented recently. It's designed to measure the depths of the oceans. It's extremely useful. These instruments. Ja, wissen wir schon. Ja, bla bla. Mein Gott, immer dieses... Warte mal, gespeichert. Now our priority is to discover what this great purification is. Hä? Warte mal. Wieso kann... Ich durfte doch hier rein. Hä? Oder muss ich hier vorne raus? Now our priority is to discover what this great purification is. Ah, ich muss hier raus. Okay, gut. So, wo sollen wir denn hin? Bitte, Verbinde gegen den Orden. Sehr gerne. Wie gut, dass ich hier gefühlt alle 3 Sekunden speichere. Bin ich wieder falsch gelaufen, ja. Sicherheitsspeicherstand. Ort der Bestrafung, ja. Wenn mir übrigens einer in den Weg kommt, werde ich den nicht verschonen. Krieg auf die Fresse.
Alter! What the fuck? Wie sind sie hier unsere unschuldigen religiösen Idioten? Nachricht vom Inquisitor. Domitius. Die Läuterung der Nord wird beginnen, sobald diejenigen, die in unseren Gefängnissen schmachten, gestanden haben. Dann haben wir genügend Beweise, um die Mutter Katalina davon zu überzeugen, uns handeln zu lassen. Es ist höchste Zeit, dass wir diese Ketzer beseitigen, denen es erlaubt ist, sich frei in unseren Städten zu bewegen. Bleib bis dahin unauffällig. Wir wären in einer heilen Situation, wenn unser Plan zu früh bekannt wird. Warum kann ich die nicht einfach direkt befreien? Geht mal von der Türe da weg. Ihr müsst mal von der Türe da weg. NPCs? Mein Gott. Zeremonierüstung. Kann sich ja so aus sie verkleiden, tatsächlich. Das könnte vielleicht mal nützlich werden, tatsächlich. Die ist doch auch ziemlich gut. Das Einzige, was den nicht hat, ist Elementarschutz, aber das ist nicht so schlimm. Aber werde ich da als Telem erkannt? Weiß nicht, ob ich das will, tatsächlich. Weil das könnte eventuell Probleme geben. Was das nicht. Wir können es aber ausprobieren. Ich meine, wir können alte behalten. Ja, das ist alles Käse. Okay. Gucken wir mal, ob wir jetzt angegriffen werden von diesen Idioten. Weil es soll ja. Schon ganz cool aus eigentlich, ne? Die Rüstung tatsächlich. Was ist hier? Hier Sachen klauen? Nö. So. Schauen wir mal, die auch direkt hätte befreien können. Oder ob das hier wieder so. Erst NPC-Trigger machen und dann den Rest. Yes. Über die Norduntersuchung sprechen. I would like to have an audience with the Mother Cardinal to discuss the discoveries made during our investigation. What is this about, Domitius? Well, I don't rightly know. Das machen wir nicht. You see, Eminence, Bishop Domitius has brought to my ears his order's accusations concerning the Nauts. According to him,
They practice a religion close to those of the natives and use it. They would also That is an extremely... effectively, considering that these suspicions have pushed the Order to extreme actions, risking the fragile peace of the island. Okay, das lade ich eben kurz mal neu. Das machen wir nochmal neu, weil... Deswegen habe ich nämlich gespeichert, weil ich mir jetzt nicht sicher war. Was er da genau erzählt. Das heißt, den ersten Teil lassen wir weg. Bin ich denn jetzt hier? Achso. Das finde ich immer ein bisschen doof, wenn diese einfachen Zeilen immer nicht genau sagen, was dann wirklich gesprochen wird. Your Eminence, I salute you. Sir de Sardet. Okay, ich muss mit ihm sprechen. So merkwürdig. Yes? I would like to have an audience with the Mother... Well... Okay, wir machen jetzt die Ereignisse. The Ordo Luminis captured several Nauts, locked them in jails rented to them by the Coin Guard. They were tortured with the singular goal of forcing them to admit heresy. They obtained nothing. If I had not intervened, these men would be dead. Is this true, Domitius? Some of our brothers undoubtedly misinterpreted the evil. I would have never allowed such a plan. These Nauts are now united with their captain, and I am certain they would be most eager to bear testimony. Und das hier. I caught wind of a ridiculous scheme planned for the port by the Ordo Luminis, and I wanted to clear it up. I was able to get my hand on documents that effectively detailed an attack, a great purification. They were signed by you, Father, and included a contract where you enlisted the assistance of the Coin Guard to attack every Naught building and make prisoner of every one of their men that could be taken alive. Domitius, how could you? Whatever did you want to accomplish? The Nauts are not believers. We should not be dependent on heretics. Have you gone completely mad, Domitius? We are on an island. How could we not be dependent on the Nauts? I want them arrested. Him and every member of his order. I will decide at a later time their fate. I thank you for bringing this business to my attention. Going after the Nauts. What madness. Without you, this city would now be drowning in chaos. Carry my best wishes to your cousin. His desire to maintain the peace on the island honors his house's reputation. I will tell him, Your Eminence. Until we meet again. So, weil jetzt wissen halt die... Jetzt habe ich das halt so gestrickt, dass die vielleicht relevante Informationen nicht nach außen gedrungen sind. Als ob ich das denen noch verrate. Nix ist. Aber um den natürlich an die Karre zu pissen, auf jeden Fall. So. Gut. Berichte Admiral Cabral über die Lage. Das war in, Dingens in Neuseren. Stimmt, wir haben die ja schon befreit, fällt mir gerade ein.
Wo war denn jetzt das Haus hier? Ah, hier. Ist richtig gelaufen. Ist übrigens schön, wie... Was ist das denn? Ein Brief? Brief des Sekretärs der Botschaft. Eine Gruppe von Einheimischen kam in die Botschaft von Bart darum, euch zu sehen. Da sie euch nicht finden konnten, baten sie mich, die Position eines Waldes zu übermitteln. Und wir hoffen, auf euch zu treffen. Und sie hoffen, auf euch zu treffen. Sie erschien mir nicht mit Verlaub recht gereizt und angriffslustig, deshalb solltet ihr auf der Hut sein. Meine Grüße. Ah ja. Ich habe aber gleich erstmal keinen Platz beim Inventar. Was hab ich denn schon alles bei mir hier? Wir machen mal eben eins. Wir packen mal die Ausrüstung, die wir hier... Wo sind denn die anderen Sachen? Ach so, halt, hier. Das können wir verkaufen. Okay, warte mal. Achso, müssen wir ein bisschen Platz im Inventar schaffen. Ich glaube, das war alles Käse hier. Die Handschuhe könnte eventuell Vasco tragen. Wir sind aber schlechter. Dann können die weg. Wobei die könnte eventuell auch noch Dings tragen. Kurt. Den nehmen wir mal kurz in die Gruppe auf. Wo ist er denn? Da ist er. Ausrüstung. Die ist auch Käse für ihn. Ne, warte mal. Ne, ist auch nichts. Die kann er tragen. Und die Latschen sind auch alle scheiße. Ja. Und ich glaube, waffentechnisch müsste ich eigentlich auch mit allen auf dem aktuellsten Stand eigentlich sein. Die macht mal 2 Schaden, aber das war's auch. Ja gut, wir können also alles quasi bis auf die eine Rüstung hier wegräumen, beziehungsweise verkaufen. Gut, dann nehmen wir jetzt, weil es natürlich eine Quest ist, wo wieder... Also wir lassen Vasco in der Gruppe wegen den Nornproblematiken und wir nehmen... Was ist hier denn? Ah, hier. Will ich sie nicht mitnehmen? Ja. Es geht nur hier. Achso, sie war schon in der Gruppe, deswegen ging es nicht. So. Gut, dann gehen wir kurz verkaufen.
Kann ich aber, glaub, warte mal. Stimmt, wir gehen kurz verkaufen, das kann ich ja hier machen. Ich glaube wahrscheinlich wieder falsch, wie ich mich kenne. Natürlich. Hier, da geht's raus. Was ist denn dieser Händler? Mein Gott. Hier. Ja, ja. Gib mir dein Geld. Goodbye. Mate, don't hesitate. So. Diese komischen Fallen können wir ja auch mal verkaufen, ja, ne? Ich halt sowieso nicht, tatsächlich. 119 Munition. Achso, nee, das... Warte mal, ja. Ist ja meine, fällt mir gerade auf. Rüstungszeit brauche ich eigentlich auch nicht, tatsächlich. Nutze ich eh nicht. Tatsächlich brauche ich das Geld bei dem Spiel überhaupt gar nicht bisher, tatsächlich. Ist auch spannend. So, das kann weg. 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 Okay. So, dann gucken wir jetzt mal, bevor wir das jetzt abgeben, was denn die Eingeborenen da von uns wollen. Sollen uns mit denen in einem Wald treffen? Alte Holzfällerei. Okay. Ich gerade nicht da hinkommen soll, tatsächlich. Muss ich halt auch laufen, weil ich habe das noch nicht erkundet. Ja gut, dass die sich in der Nähe einer Holzfällerei treffen wollen, sagt auch schon ein bisschen was aus, tatsächlich. Denn wir wissen ja, was die von sowas halten. Was ist denn hier? Wir haben das Gefühl, als ob die Eingeborenen das nicht so witzig finden, was hier passiert. Alter, ist das hier dunkel. I
don't have the key. Das sieht mir aber für eine Holzfällerei auch ziemlich merkwürdig aus. Äußerst merkwürdig tatsächlich. Das wird bestimmt später noch wichtig. So. Please, I come because of a message that was sent to me. Wait. This is the Onol Menawi of the Lugay de Blau. The one we wanted to talk to. I came following the instructions you had left the secretary of our embassy, but I wasn't expecting to find you near the corpse of a member of the Ordo Luminis. We were told that there was a man different from the other Renaigse amongst the Lugay de Blau. Someone who sometimes helped our people. This is why we talked to the man in the large house. But we don't really know who you are. My name is Desardet. I'm the legate of the congregation. It means that I am in charge of the diplomacy with the other nations. And yes, I have helped your people a few times. I think he's the one who came to our village to interrogate our Mal about our rituals. We can't trust him. Before speaking of trust, maybe you should tell me why you made me come here. 2 nights ago, we attacked a group of Red Suns who were taking away some of our people. Many of them fled. But we captured this man, and we made him talk. We wanted to know where they took our brothers. And he talked about a secret camp. Why would the Inquisition take natives to a secret camp? To confuse their minds. They torture them until they renounce the truth and praise the sun. This Red Sun was mocking us. He said they would burn us, like the others. He had killed some of my brothers, so I killed him. If what you say is true, then indeed, we cannot let the Inquisitors continue. But because you killed him, we can only take your word for it. Maybe not. The Red Sun had a key on him, and also some words sealed in bark. We do not know how to set them free, but the Renaigse do, don't they? The letter ordered this man to join the escort party of a group of natives. This partly confirms what you told me. Do the words say where the camp is located? No, but the address of the Inquisitor is written. What is an address? This is how we refer to the place we live in. I suppose the key you found is the key to his door. So you can go to his house and look for more words? I suppose so. You must do it, or the suns will keep burning our people. It is unbelievable to me that despite the arrest of Domitius, the Ordo Luminis is still acting in such a way. Very well. I will go visit this man's home. I will come back to you if I learn anything more. Mhm. Our brothers may be dying in the meantime. Gut, dann heißt das, wir machen das, bevor wir den Bericht an die Admiralin schreiben. Das ist ja wieder... Man könnte halt fast schon so ein bisschen sagen, wie wird Religion in einem Rollenspiel beschrieben? Klischee. Aber ich meine, das heißt Klischee. Basiert ja auch nur auf wahren Begebenheiten, von daher. Wissen wir natürlich auch, wem wir was wie sagen und wem nicht. Und die bekommen halt nur ja die nötigsten Informationen tatsächlich.
werden alles dafür tun, dass hier diese religiösen Idioten hier nicht, ja, quasi wie dieses Geheimnis von den Mond eben erfahren. Das wird nicht passieren. Natürlich wohnt der Herr Nobel. Was doch sonst? Wobei, im ehrlich sein, so schön ist es hier jetzt nicht, ne? Also, irgendwie so Hinterhof-Style ist es nicht gerade so. Locked. You know how much the Ordo Luminous dislikes the Knots. If they catch us here, I'm in big trouble. Ist das so? Gefundener Brief. Lass mich zu deiner Arbeit. So Claudius, lass mich zu deiner Arbeit und deinem unerschütterlichen Einsatz für unsere Bekehrungslage gratulieren. Durch dich und deine Hingabe konnten wir viele der Wilde ins Licht führen. In deiner Truhe in unserem Hauptquartier findest du einige neue Einzelheiten und Anweisungen zur Fortsetzung unserer Mission. Inquisitor Horonius. This letter mentions a secret camp. Apparently our man was involved in its creation. It also talks about a chest he would have had in the quarters of the Order, here in San Mateus. We may find clues there that will allow us to discover the location of the camp. If this chest exists, there must be a key. It has to be here. Let's continue searching. Jo, It's a key. da. Most likely the key to a chest, with the emblem of the Ordo Luminous. I don't think we'll find anything else here. Let's leave and see what this chest contains. Das war klar. Tschüss. Hey, you! Who are you? And what are you doing in Father Claudius's home? Desade, I'm the legate of the congregation. My colleague has been away for the last few days. May I know exactly what it is about your status as a diplomat that gives you the right to enter his home in his absence? My status is the reason why the Mother Cardinal asked me to investigate. She wants to know where Father Claudius might have disappeared to. I offered to go to his home to see if I could find some information, hence why I'm here. Really? Well, I find that very strange. Why would the Mother Cardinal ask that some strangers who do not belong to our order try to find him? How would we know? Perhaps you want us to go find her together. I'm sure she'll be delighted to see how you've been treating the representative of one of her allies. That won't be necessary, but know that I am keeping an eye on you. As you wish. I hope I don't see you again, Father. This man is a monster, like the other Red Suns. Did you see the way he looked at me? I'm certain that he didn't believe you. He will probably come back. We should make use of this moment of respite to go visit the quarters of the Order and find the chest there. There shouldn't be too many people left anyway, after what happened. So. Wenn wir den mal auf den Zahn fühlen, ne? Ich suche das Büro. Schauen wir mal. Guten Tag. Wie gut, dass wir nur bei Tote rumliegen. Hier ist erstmal nichts. Untergeschoss.
Ah, hier ist noch was. Das sieht sehr nach Büro aus. Das sieht sehr nach einer Truhe aus. Der Brief an Claudius. Wir hoffen, dass wir auf dich zählen können. Eine neue Vor der eingeborenen Ketzer ist auf dem Weg in das Lager. Wir wollen, dass du dich darum kümmerst, die widerspenstigen einheimischen Probanden zu bekehren. Nimm den unauffälligsten Weg, um uns zu treffen. Den Weg, der zwischen den Felsen im Osten der Stadt beginnt und zu der abgelegenen Lichtung führt, auf der wir das Lager errichtet haben. Es ist unerlässlich, dass unsere Bemühungen vorerst geheim bleiben. Der Ordo Luminus. We'll be able to show the natives where the conversion camp is, and the times when new prisoner convoys will get there too. I hope they'll manage to free our brothers and sisters who are prisoners. What these monsters are doing to them is horrible. Das ist schon krass, also in welche Richtung das Ganze hier wieder alles geht. Also sehr, sehr geil. Ich habe übrigens eine Rezension zu dem Spiel gelesen. Also das ist dasselbe Video, was auch sich über die angeblich nicht vorhandenen Reisemöglichkeiten hier aufregt. Also, ich weiß ja nicht, was derjenige gespielt hat für ein Spiel. Er meinte halt, die Story wäre langweilig, sie würde sich hinziehen. Das finde ich bisher überhaupt nicht. Also, die Nebenquests sind teilweise geiler als die Hauptstory. Also, sie binden sich gut ein. Sie machen sehr viel Spaß tatsächlich. Das Herumgerenne hält sich in Grenzen. Ist halt normale Rollenspielkost. Also, ja, keine Ahnung, was derjenige da gezockt hat, aber ja. Mir macht es auf jeden Fall richtig viel Spaß. Ich bin wahrscheinlich wieder verlaufen, ne? Nee, ja, ein bisschen. So, did you... I found some information that should allow you to locate the conversion camp. And I also found a note about a prisoner convoy coming soon. Why come and tell us all of this if your intention is just to betray us? Betray you? How so? You're not the ones this so-called legate betrayed. We are. You? I have no commitment to your order. It is with Thélème that we are allied. Your nation, that you are prepared to drag into a war against the natives, with the sole purpose of converting a few of them in your torture camp, even if you have to kill all the others. This camp is our only chance to ensure that the word of Saint Matthias is respected on this pagan island. You threw my brothers in jail cells, and now you would like to put an end to our work? You are nothing but servants of the insular demons, and you will pay for your blasphemies. We will fight these monsters by your side, on Olmenawi. So. Alter. Ich setze mich übrigens sehr gerne hier auf Waffengewalt. Thank you. You don't have to thank me. These men were our enemy. The monsters torturing my people. Even though the Ordo Luminous' actions are atrocious, Thélème must not learn of our involvement in this matter. Our alliance could suffer. Do not worry about it.
We won't tell them. And we will make these bodies disappear. Nobody will ever know what happened to them. Except for our Mal, of course. Queen Deirdre will be grateful to you for helping us. She might also have a better opinion of us. Our last encounter was a bit tense. You first came in the name of the Moin Shakers, but she'll change her tone after what you've just done. In any case, do not worry about this camp. She will not let our people be imprisoned. She may even ask for your help in destroying it. Perhaps. In the meantime, please give her my regards. Bertir Tumad on Ol Menawi. And thanks again. +2. Okay, nee, sollen wir den davon nicht erzählen? Krass. Also, ja, soll mir recht sein. Gut, dann gehen wir mal jetzt wirklich zurück zu dieser Admiralin. Hier sind wir, glaube ich, durch. Hier gibt es nichts mehr. Dann gehen wir mal kurz einen Lagerpunkt da noch holen. Der ist da. Also ja. Ich frage mich halt, ob es Leute gibt, die wirklich diesen T-Lebensstrang folgen. Also gut, in Amerika auf jeden Fall mehr Leute als hier in Europa vielleicht, aber ich bin jetzt hingelaufen. Achso, das ist. Oh Gott. Bei dem da dran. Ja. So, Reisen. Dann erzähl mal ihr mal von unseren Ergebnissen. Warte mal. Was? Zu den Ursprüngen. So, egal. Ach so, nee, das ist die Quest. Ja, das musste ich mir aber auch noch überlegen, ob und wie ich das löse. Ja. Guck mal, was sie jetzt zu erzählen hat. Desarde, what can I do for you? I
I've settled the problem in San Mateus. Several of your men were imprisoned by the Ordo Luminous. The misguided brothers planned to attack the port. I had them arrested. They should no longer be a threat to you. The Order thought you to be heretics because of your tradition of secrecy. The secrets. They often cut both ways. Therefore, I'm going to reveal to you another. We discovered this island nearly 2 centuries ago. A few decades later, we sold the discovery to your nation of merchants. Then, our closest allies, we transported some lords, men and merchandise. They began to colonize the island. The lords revealed themselves to possess a tyrannical nature and began to exploit the lands with a deadly passion. Their actions provoked a revolt of the natives, but also the very workers and craftsmen they had brought with them. The magic of the natives of Tir-Fredee was awoken. Beasts came out of the woods and destroyed the new cities. Only a handful of lords and armed men were able to make it back to our ships. The losses were enormous. The humiliation, devastating. Your princes paid us well to keep their secret. They continued to make the occasional expedition. You are, in fact, a product of one of them. What are you saying? You must have had your doubts. You are the child of a native. You were born on one of our ships. The child of an islander? But I know who my mother is, and... I understand how difficult this is to hear. And I wouldn't know why your family has kept this from you all this time. In the end, we decided to sell the secret location of the island to other nations. The congregation, in spite of its fears, could not keep away. And here you are again. I am sorry for the shock I have caused you. You asked me for the truth, and now you have it. Anything else? Naja gut, das war jetzt I need nicht... to be going. Until we meet again, Admiral. I can't believe it. That for all this time, I've been fed lies. Did Constantine know? I must go and see him. Also muss ich jetzt ehrlich sagen... I understand you may be sad because you were lied to. But do not be sad about who you are. We are a proud people. And I am glad to know that you are one of us. Also das war jetzt sehr offensichtlich. Also wie man da jetzt noch irritiert drüber sein kann, ja gut. Das ist jetzt tatsächlich nicht ganz nachvollziehbar. Cousin, you couldn't pick a better time. I've been taken with jitters, like a cat on a midday roof. What are you waiting for with such anticipation? I took your advice, you see. I've summoned one of these crows! He has been examining me for nearly an hour. I just barely escaped a purge. But I was given the mandatory bleeding. I so hate their little knives. And so then, our venerable doctor, what is the verdict? The blood is black. Constantine, is this your blood? Constantine, answer me. Constantine, stay with me, Constantine. There is a chance that he is in error. It might be something else. I'm going to die. No, Constantine. I will die, like your mother, and the others on the continent. I am dying. I don't want to die. I don't. Not so soon. It's so good. Cousin, I don't want... Constantine, I'm here. Pull yourself together. Out. Everyone out. It's an order. Thank you, cousin. There now. Are you better?
You won't leave me, will you? I'm going to find a cure, I promise you. Didn't you promise the same thing to your mother? You know I'll be dead before you find one. Don't say that. Wow, das war böse. I will succeed. I've already some promising trails to explore. I don't know, cousin. The tidings are so awfully dire. I'm afraid. I'm so afraid. I doubt the reason for your visit was to console me in my tragedy. Tell me, what brings you here? It can wait. It's nothing that can't be dealt with later. But please, please, whatever it is, it will take my mind elsewhere. I was able to get the whole story out of the Admiral in exchange for a service. As our investigation was leading us to imagine, the congregation did once attempt to colonize the island. The Norts discovered it some 2 centuries ago and brought our people here a few decades later. But the enterprise to colonize the island failed completely. There were a great many bloody battles. Few colonists survived. The princes preferred to hide their defeat and paid the Norts to keep the secret. That they hid the fiasco from the world, I get. But that my father said nothing about it to me. That's not the most shocking part of the story, believe me. What do you mean? The congregation continued to make expeditions to the island with the help of the Norts. According to the Admiral, my mother came from the island and was brought back. I was born on one of their ships. What? But that means you are not your dear cousin? No. All the lies we've been fed since our tender childhood. The fable told that I'm the spitting image of my dead father lost during an expedition. God, I don't know what to think, Constantine. Why did they do that to me? I don't know. It's another one of their sly and dark orchestrations. Some vile intrigue. If it is of some comfort, no matter the true story, you will always be my dear cousin. You have always been the only one to care for me. You are my only friend. That's all that matters to me. Keep this discovery between us. No one needs to know. My aunt adopted you after all. Bring in the others. Let us speak of different concerns. That's enough bad news for one day. Kurt, what is... Dismissed, soldiers! Leave us. We have much to say. What is going on? I don't appreciate this attitude, Kurt. Must I remind you that these men all answer to me? Times change, Your Highness. Or rather, they're about to do so. Is that a threat? What are you hoping to accomplish? Don't tell me. Silence! We have little time, and not to lose. Kurt, what are you talking about? The commander of the Coin Guard is here in New Serene at this very moment. He's preparing a coup d'etat. In the 3 cities of the island, our men are going to eliminate the governors and their entourage. This is madness. How? How? You'll go down as easy as plum pie and cherry wine. Standing behind every one of you is one of our men. You have entrusted us with your security. You are completely at our mercy. Then why did you send your men away? And why are you telling us all of this? I've known you both for a very long time. Too long. I've come to know you. To respect you. And I've never reneged on a contract. These orders go against all that I am. A cold-hearted mercenary. Definitely. But never a traitor. And so now you are forewarned. You must take action. Thank you, Kurt. I will not forget this. Constantine, we need to get you to safety as well as your counselors. But I want to... What? Take part? You can barely stand up. No. We must take you into the cellar. If I've completely understood what you've said, Kurt, the governors of our cities are also in danger. Yes. If you want to keep your allies, Your Highness, you also need to warn them. Correct. We cannot let them fall into the hands of these traitors. I will find the means to send them a messenger. Do you know where to find your conspirators? It would seem I should be one of them. They are counting on me to eliminate both of you.
The most urgent matter is to get our hands on the commander and his 3 lieutenants. The others are doing nothing but following orders. If we cut off their heads, they will fall into rank. I always knew you were a good man. Don't make me change my mind. We'd better be off. Now. Okay. Okay, Kurt ist in unsere Gruppe fix und dann nehmen wir natürlich noch Siora mit. Wobei ich fast am Überlegen bin, in dem Fall fast eher Vasco mitzunehmen. Wobei Siora hält er sich. Gut, heilen kann ich mich theoretisch selber. Wobei. Ja. Nee, ich nehme Siora mit. We'll certainly have to fight some traitors at Torsten's behest on our way to the cellar. Stay on your guard. Stay behind us, Constantine. You're in no condition to fight. We must also think about the advisors, including your professor. And then we have to rescue Lady Mirange. We must hurry before the guard can act. Okay. Truppenheilung. Auch Verbündete, da brauche ich eigentlich Sirien fast gar nicht mehr tatsächlich. So, wir können Talente leveln. Da würde ich jetzt wirklich mal mit Stärke hier anfangen. Dass wir das dann auch mal langsam hinbekommen. Okay, so wir sollen die Berater dafür sorgen, dass Konstantin sicher ist. Lord de Cossillon! The Coin Guard tried to assassinate my cousin and is plotting the same actions against the other governors. So, they have finally done it. Such proximity to power is a terrible temptation. It was only a question of time before they succumbed. We should have paid more attention to your lessons. We might have been able to avoid all of this. Follow me. I'm taking you somewhere safe. I'm coming. Okay, ihn haben wir. Dann können wir jetzt runtergehen. Und dass ich die richtige Tür erwische. To my help! Death to the others! Krass. Ja, nun geh da nicht durch, Junge. Können wir jetzt rechts gehen? Mit so vielen Leuten umgehen ist immer schwierig.
hier komme ich weiter. Hello, Your Excellency. Ja, die Köchin, die können hier bleiben. Nicht schlecht. So. Ah! Jetzt kann ich auch mehr tragen, tatsächlich sehe ich gerade 300. Ist gut. Gott, ist das hier schwer, sich umzusehen. We've reached the cellar. It looks like a good place to hide. Constantine, promise me that you will stay here until we secure the city. Do I even have a choice? Here I am, consigned to my quarters like some broken old maid. Like someone ill, Constantine. Someone sick who is dear to me, and the city wouldn't survive your loss. You have such a way with words. Very well. I promise to stay here, obediently awaiting your return. Let's go then. And cousin? Watch out for yourself. You are dear to me as well. You will be safe here. Thank you, my friend. Okay. I'll never forget what you've done for me. So, jetzt haben wir noch einen Berater finden. Der ist im Obergeschoss, okay. Ich dachte eigentlich, das hätte ich jetzt alles schon erledigt gehabt. Komme ich nicht noch irgendwie anders lang? Naja, okay, ich muss da wieder lang. Oh Gott. Und hier komme ich hoch. Meine Güte. Obergeschoss. Nee, warte mal. Ah, hier, okay. Meine Güte. Ist der jetzt hier im Obergeschoss oder nicht?
Untergeschoss sollte für das Bereich. Hä? Hieß es nicht gerade Untergeschoss? Hier bin ich ja gerade. Ach, hier, das wird wahrscheinlich der Dings sein. Lord Minister! The Coin Guard wants to take control of the island by assassinating all its governors. The Guard is everywhere. They could succeed. We will do everything in our power to thwart them. Come now. We'll take you somewhere safe. I'll follow you. Okay, dann soll man den wahrscheinlich auch in den Links bringen, in den Keller. Oh. Meine Güte. Ich würde mal denken, warte mal, hier kann man noch einen Keller, ne? Ja. You are safe here. You have my eternal gratitude, Excellency. We owe you our lives. Keep in mind that Lady Morange is also on the list of people who were supposed to be assassinated. In that case, we should find her at once. Her abode is very close to the palace. And you will have to find a way to warn the rest of the governors. We will meet with the messengers at the northern and eastern gate on our way, so that they can depart for Hikmet and San Mateus immediately. So, okay, krass. Aber wir haben den ja ordentlich auf den Zahn gewühlt, tatsächlich. Waren denn die anderen Gouverneure? Mal spazieren. Sie? Lady Morange, make ready to depart. We cannot remain here. But what is going on? The Coin Guard has decided to take control of the Isle. They plan to overthrow the governors. They were set on assassinating Constantine and his entire entourage. The idiots! You are in danger. Do you know a safe place where we could take you? Don't worry about me. I have friends here. They will hide me. Go! And do be careful. Okay, wir haben sie gewarnt. Mehr wollte sie nicht. Inzwischen komme ich übrigens auch echt gut mit dem Kampfsystem klar. Gerade jetzt wegen den zusätzlichen Fähigkeiten. So. Make preparations to leave. I have a message to communicate immediately to the governor of San Mateus. You must tell the Mother Cardinal that the Coin Guard is preparing a coup d'etat. Her life and those of her entourage are in grave danger. Very well, Your Excellency. I'll leave immediately. Okay. Wow.
Das war dumm. Krass, dass hier normale heilige Gegner drin sind. Hat aber offensichtlich gut Blut auch hinterlassen. Auch gut, dass wir jetzt hier 300 tragen können. Das kommt genau zur richtigen Zeit tatsächlich. Und hier merkt man auch gerade einen gewissen Anstieg der Schwierigkeitsgrad gerade. Das war dumm. Alter. Ich glaube, ich habe das mit der Stärke... Alter, ich bin fast voll tatsächlich. Messenger, be ready to leave at once. You must warn the governor of Hikmet that a conspiracy is underway targeting him. It's just that I can't leave the city just yet. What are you talking about? The order comes from the governor. What more do you need? It's just that I was told if I left the city today, it would cost me my life. Who said that? The commander's men, I suppose? I don't really know. But they were heavily armed, and they pay very well. And so you are prepared to betray your prince and country for a few coins? Don't you understand that the reason I am standing before you is because the guard failed to take this city? Do you know the punishment reserved for traitors? Very well, Excellency. I'll leave immediately. The commander must be in his upstairs quarters preparing the attack. We should try to reach him discreetly. We could try to go through the tavern's kitchen. That's one way to do it. Or we could use the scaffolding to access the upper floor directly. But it's visible from the dormitories. And I know that the young recruits were ordered to stay there. They will not suspect us if we're wearing guard uniforms. Do you know where the 3 lieutenants you told us about are located? Ludger is an instructor. He'll be in the right wing of the barracks. As for the other 2, they'll be at the tavern. Olga and Werner are in charge of the guards' secondary activities in the basement. I see. Our priority should still be to stop Torsten. We'll worry about the others later. Okay, wir können uns also sollten uns Wachuniformen anziehen. Da müsste ich jetzt eigentlich theoretisch welche haben. Was soll der Grund sein, warum ich... die Sachen bekommen habe. Keine Ahnung, ob ich damit aussehe wie eine... Hier, Garden auf jeden Fall. Ach so, Ausdauer brauche ich dafür. Ja gut, das habe ich jetzt nicht tatsächlich. Okay, das ist direkt hier. Okay, wir können reinschleichen, habe ich gesagt. Wir können... Aber ganz ehrlich, das wäre jetzt so ein Punkt, wo ich mir sage, warum tötet man die nicht einfach? Warum soll ich da reinschleichen?
Kriegen sie halt auf die Fresse. Haben sie das. Sorry, Your Excellency. I know you've paid your entry fee, but this is a special night. My orders are not to let anyone in. What if I paid you a supplement for your good services? Very well, you can come in. I hope I won't be in trouble. I regret, my lord, we are closed this evening. Come back another day. Well, I'm not here to tempt my luck. Are you in charge? That's right, what do you want from me? From you? Nothing. We are here to arrest the commander's lieutenants. Is that right? Now this ought to be good. And for what crime would that be? You know very well. For high treason. Oh, and you think that my men are just gonna let you, without so much as blinking an eye? Why would your men risk their lives and their families' well-being to serve your greedy ambitions? Gentlemen, you have been manipulated. I imagine you were promised riches and high station on the island. Told that with such a prize you would be free of the services of the merchants, the mages, and the scholars. But do you imagine for an instant that the Nauts would risk losing their precious clients for you? That the continental nations that you've betrayed would accept that you might return to their lands? You would be condemned to remain on this island, isolated and forever banished from the continent. I only hope that you are leaving no one behind you, because you will never see them again. You make sense. We have too much to lose in this story. I'm sorry, Lieutenant, but you're gonna have to deal with this yourself. Do with him what you feel you must. To my help! Nun. Das wäre der erste. Dann kommt hier der nächste. Soldiers, ready weapons. We are under attack. We have been sent by the governor Constantin Dorsey. Your lieutenant is accused of high treason for having participated in an attempted coup d'etat. As you can see for yourselves, the attempt failed. Are you also ready to be accused of treason because of your loyalty to your lieutenant? I doubt it. I'm sure they're gonna make the wise decision. Isn't that right, Dieter? You give your word that we'll suffer no repercussions if we lay down arms? You have my word. Very well. We are dropping our weapons, soldiers. That dog's hide doesn't deserve our sacrifice. Okay. That escalated quickly. So, wie gesagt, ich schlage mich jetzt hier nirgendwo rein, also sorry. Hier gehen wir jetzt mal ein bisschen offensiver vor. Da ist, glaube ich, Schleichen nicht notwendig, tatsächlich. Gelange ins Büro. Das sollte dann wohl hier sein. What are you doing here? Who let you in? I demand an explanation. It seems that your men are a little distracted this evening, Lieutenant. It is understandable, with all that's been going on. You are under arrest, as well as your commander. But what is this? I recognize you. You're the governor's emissary. And Kurt, you had your orders. Sorry, but forced to betray someone, I decided it would be the less likable of the lot. Traitor. Soldiers, ready weapons. Na gut. To my help! Death to the other!
Nun. Sehe ich mal diese scheiß Truhe ran? Nö. Silberring. Also silberne Siegelring. We've arrived too late. Do you know where Torsten could have... Wir haben Anweisungen gewissenhaft befolgt. Sollte die Mission fehlschlagen, wird eine Eskorte außerhalb der Kaserne auf dich warten, um dich sicher zu den Docks zu bringen. Wo das von dir angeforderte Schiff der Nord auf dich warten wird, abzulegen. Gone? No. But we'll certainly find some information about it in these papers. Torsten suspected that I would denounce him, and he was prepared to leave this place. We must catch up to him. He cannot get away with this. Let's go. Yeah! Yeah! So. Sehr schön inszeniert, die Quest. But he's clever. Apparently, it's blocked. The guard, we're moving out. Break camp. We are no longer welcome here. And so, these snake oil merchants defy us by sending their watchdog. Let's show them what guards are made of. Ja, komm mal her. The game is over for you, Commander. Schöne Quest, sehr geil gemacht, hat mir sehr gut gefallen. Hätte übrigens auch ganz anders ausgehen können. Das habe ich tatsächlich nämlich schon leider gelesen. Oha. Do I have the time to return and see those dear to me? Constantine, how are you feeling? Death is on my doorstep, and all hope has flown through the window. Come closer. What ill tidings do you bring? Yes. I thought you'd like to know that the Coin Guard's attempt to take control of the island has failed. This is excellent news. The kind I've not had in a great while. Thank you, Kurt. Were it not for your loyalty, we were lost. As for you, my dear cousin, you know what I owe you. Not only have you looked out for me, like always, but you have protected my advisors. Yes. And if your highness would permit, I would like to relay our most sincere gratitude from all of Thélème. Thanks to your message, the Mother Cardinal was able to thwart the commander's plans. By the grace of the Illuminated, the city is saved, and the traitors punished as they should be.
I was told that you were able to catch the commander and his underlings before they were able to flee. Barely, but yes. They're going to have to pay for their crimes. I cannot remember if the traitors are hung before being quartered or if it is the contrary. Enough talk of ruffians. They failed, and for that I again thank Kurt. If your highness is looking for a means to translate his gratitude, gold is a present that is always appreciated. I imagine that you shall name a new commander. Yes. I will discuss the matter with loyalist officers, but I think I know who will be elected. I hope it is someone whom we can trust. We do need soldiers, but loyal soldiers above all. We are well aware that the Guard's reputation has been tarnished. We will not make the same mistake twice. Sieglinde is solid and loyal. I have fought beside her. You have my complete trust, Kurt. You have amply earned it. Before you leave, I must ask you something. All right, I'm listening. I'm always suffering, cousin. I'm in such terrible pain and we're yet to discover a cure. I'm sorry. I fully intend to continue my research. We have a number of leads, but with all that's been happening... Don't blame yourself. I know how much you do for me. Yet, I'm afraid that before the sickness claims me, the pain will have driven me mad. If only there was a way to ease my suffering. I know of a healer with powers that are legendary amongst the clans. It is rumored he can alleviate even the most terrible pains. His village is west of the city. I could take you there. One of our holy men lives in San Mateus. His healing powers are supposedly miraculous. Alas, it is a miracle we are in need of, my son. If I may, Your Highness, we have the best physicians in the world. It shouldn't stop Father Petrus from praying for a miracle. It can't do any harm. I'm nothing more than a sailor. I don't have much to offer when it comes to healing. As it would seem Telemea pray for the Malachor, just like the Bridge Alliance. Perhaps it would be best to ask for aid from those not suffering from the plague. The sailor's right. The holy men and the sages had their chance on the continent, and we all know how that went. If this healer is as skilled as our pretty little sapling here says, then we need to see him right away. Thank you, as always, for your advice. Cousin, you are the only one I trust, so please, don't let me lose my mind. I'll follow the leads and find a way. I won't let you down. Hold on. I'll be back as soon as I can. Okay. Ich wollte eigentlich eine Pause machen jetzt gerade, aber wir werden tatsächlich mit Siora gehen. Aber diesen Speicherpunkt, den machen wir wirklich mal separat. Karanz, do you need something? I must leave you. Okay, kann ich nicht. Finde dir einen Heiler. Ich würde sagen, wir haben tatsächlich bisher, glaube ich, mit den denen hier am meisten geholfen. Also könnte ich mir, oder hoffe ich, dass das so entsprechend belohnt wird. Also stimmt, ich kann da hier gar nicht. Ja, schauen wir mal, ob das was bringt. Also ich denke mal, bisher haben wir... Es hieß jetzt auch eben in dem Dialog, dass
da auch schon Sachen ausprobiert wurde. Und ich glaube, dass man das mit den Dings, mit den noch nicht ausprobiert hat. Tatsächlich. Wir nehmen Vasco und Dings mit. Siora, logischerweise. Jetzt müssen wir mal gucken. Wir haben jetzt super viel Zeug gerade bekommen bei dem Run. Ob wir das, ob irgendwas dabei haben, was wir gebrauchen können. Ob hier irgendwas Neues, was irgendwie Sinn macht. Beweglichkeit 5. Dann sollten wir das auf jeden Fall behalten. Ich glaube, Beweglichkeit haben wir 3 aktuell. Ist aber gar nicht mal so viel besser eigentlich, ne? Kraft 3. Okay, das heißt, wir können dieses scharfe Schwert hier schon mal wegräumen. Das machen wir mal zuerst. Das ist ein Breitschwert tatsächlich. Ach, und ich brauche 2 Handklingen. Das habe ich auch noch nicht gelevelt. Okay, gut, dann vergiss es. Weil 2 Handklingen machen wir ja tatsächlich nicht. Okay, dann ist egal. Dann kann ich das verkaufen, glaube ich. Okay, wir rüsten erstmal unsere einzelnen Leute aus. Das kann er schon mal nicht benutzen. Die Rüstung ist hier auch schon mal ziemlich gut. Das Gefühl, da ist nur Käse, was wir bekommen haben tatsächlich. Die Schuhe sind tatsächlich mal ordentlich. Er bekommt auch die besten, weil er am ehesten sterben kann hier. Die anderen können sich dann dem unterordnen. Danach Vasco. Kann ruhig die bekommen. Der Rest ist hier nicht so wirklich viel besser. Das sind eigentlich alles Sachen, die müsste er Kurt bekommen, tatsächlich als Tank. Warte mal. Ich nehme mal kurz. Wir machen das mal Kurt, damit jedenfalls die Tank-Sachen auch beim besten Charakter sind. Also abseits von mir natürlich. Ach, kann ich hier eigentlich alle machen? Ah, ich kann hier alle machen. Okay, gut, das ist nice. So, machen wir mal hier irgendwelche besseren Sachen. Okay, dieser Panzer ist natürlich richtig gut hier für ihn. ...56... Kann er das nehmen? Kann er das nehmen? Weil Beute ist für ihn nicht relevant tatsächlich.
Kurt haben wir also ausgerüstet. Dann können wir jetzt Vasco ausrüsten. Dann kann er... Es sind halt einige Resistenzen ja tatsächlich drauf auf dem Dingen, auf dem hier, auf dem Kyras. Würde ich, glaube ich, jetzt eher das nehmen. Ich glaube, das ist hier schon das Beste für ihn. Ich glaube, in Hanschen hat auch schon ziemlich das Beste. Ja, okay. Dann noch Siora. Ach, das stimmt, genau. Ich muss noch mal noch nach Waffen gucken. Fangen wir mit Vasco. Kurt oder Vasco an. Kann er da diesen Dings hier nehmen? Das würde zu ihm auch irgendwo passen, tatsächlich. Ist tatsächlich auch der Einzige, der das tragen kann. Die anderen Sachen sind nichts für ihn. Dann Seor. Nichts wirklich Gutes. Und ja, wie gesagt, die werde ich hier nicht benutzen. Ich bin sogar gerade am Überlegen, sie zu entwaffnen. Ich glaube, ich habe eine bessere Waffe, okay. Ich glaube, der Rest passt bei ihr soweit. Das ist auch in Ordnung. Das hier ist tatsächlich deutlich besser. Dicke Hauptmann-Handschuhe. Und Schuhe kann sie die hier ruhig nehmen. Einen Ticken besser. Und ja, wir können natürlich jetzt auch alles andere, was wir jetzt nicht irgendwie brauchen. Ich nutze die halt eigentlich nicht, die anderen Charaktere. Und bisher hat das Spiel auch nicht wirklich irgendwas vorgegeben, was Charaktere angeht. Können natürlich mal gucken, ob wir irgendwie was Besseres finden oder so. Ich glaube, der Rest ist auch alles Käse. Also ja, wir können sie ja mal ausrüsten. Vielleicht brauchen wir die ja doch mal irgendwann in irgendeiner Quest oder so. Dann haben sie halt zumindest bessere Sachen. Und wenn, dann würde ich halt eher am ehesten die noch ausrüsten, als jetzt diesen komischen... Den Typen hier. Was macht der? Achso, der greift mit dem Ring an. Ja, das hätte ich eh nicht ansetzen. Der ist mir halt eh so höchstens hochsuspekt. Okay, die anderen Sachen, die wir haben, sind eh nicht so gut für ihn. Das Ausgerüstet ist ja schon ganz gut, aber das war's halt auch. Ausdauer 3. Das sehe ich bei ihm tatsächlich nicht. Kann er noch hier mal dann das später mal bekommen. Er kann von mir jetzt hier diese komischen Stiefel bekommen. Ist mir egal. Okay, gut. Dann haben wir die Leute erstmal ausgerüstet. Ja, alles andere können wir jetzt verkaufen. So.
Mal gucken, wo ist hier ein Händler? Okay. Are your boots worn through? Is your So. Have you Also bisher brauche ich das Geld halt gar nicht in dem Spiel, ne? Also. Ich will wirklich mal anfangen, mir irgendwann mal. Die Ausrüstung brauche ich halt auch nicht, die man Händler bei Händler machen kommt, weil man auch so gute Sachen kriegt tatsächlich. Die Handschuhe hier behalte ich mal. Willenskraft. Das benutze ich ja sowieso nicht. Kann das jetzt sowieso weg hier, der Blödsinn. Kleine Heilungskette könnte ich ausrüsten. Wir sind bei 143. Das ist relativ viel tatsächlich. Nicht gerade am anderen hier auch noch Sachen, oder? Die Handschuhe behalten wir. Jetzt haben wir wieder schön viel Platz im Inventar. Die Schusswaffen können auch weg. Okay. Gut. Dann machen wir kurz. Dann machen wir noch ein bisschen weiter. Die Sachen sind verkauft. Wir haben ja noch genug Platz im Inventar. Laufen rum wie Leute, die beim wenigsten leiden können. So, jetzt schauen wir mal. Hier war ja irgendwo dieser eine. Wieder die Frage, wo das genau war. Dieser eine Durchgang. Wo man diese Fähigkeit brauchte. Dann haben wir sie tatsächlich auch schon gefunden. Wow. Hier ist ja gar nichts. Ist das euer Ernst, Spiel? Pff. Lol. Okay. Hat sich hier zumindest mal nicht gelohnt, das zu leveln. Also so gar nicht. So.
Ja, dann gucken wir mal, was das hierher gibt. Oh ne, keine Heiltränke. Ob das hier hilft tatsächlich. Weil ich könnte mir vorstellen, dass die hier am ehesten wissen, wovon sie reden. Quesi! Get out! Who do you think you are to foil our ritual? One of those mind shakers, no doubt. Aiden, it is your duty to assure we are not interrupted. 1,000 pardons, Tien. It is indeed one of those mind shakers. A mind shaker? Look at him more closely, Aiden. He is an Almanawi. Present yourself and tell me why you interrupt our ceremony. My name is Desardet. I've come looking for you to ask for your help. I greet you, Donegad. We are so sorry to have interrupted your ritual. But my friend truly needs your advice. Don't excuse yourself. Are you the daughter of Bladned? Are you not a Donegad as well? It is true, but my powers of healing are far less powerful than your own. Then, how can I help you? My cousin suffers from a terrible sickness. The Malachor. I do not know this sickness. But perhaps we call it by a different name. It turns the blood black and provokes terrible suffering. And alas, it is fatal in all cases. We've never seen the ailing touched by such a sickness. And I doubt I am able to heal your cousin. We are looking for a remedy, but urgently need to relieve his pain. Could you slow the progression of the sickness? Keep him from suffering? In that, I can help you. I know how to make one forget the pain, even the most severely wounded. But Tiern, with all that is happening now, you cannot leave to visit this ill person. It is true. My village needs me now. I cannot leave. I must attend them. What is going on? Perhaps we can help you. Truly? You? Do they have a choice, Aiden? They do really seem to have need of me, don't they? Well then, tell us what we need to do. The situation has become unbearable. And it all started when these mind shakers began arriving. They wanted to convert everyone and take them to another place. Turn them away from us. And of course, the village folk would not be persuaded. But the mind shakers remained. And it was also at that time the Tenland started to attack. It is not their way to do as such. There are many wounded, and recently many have gone missing. We must discover from where these monsters come. I can try and talk sense into the missionaries, perhaps with the help of Bishop Petrus. As for the attacks of the creatures, I will see what I can do. But I need more information. Our master hunter, or the families of the Taken, could most likely help you. Very well. I'll take care of it. Make preparations to accompany us. The days are burning like very thin candles. Do not worry. If you see to the concerns of my village, I will be most happy to accompany you. Let's go and see this Master Hunter. He may be able to explain all there is to learn about these attacks. Okay. Good day. Are you the Master Hunter?
Beurtir tu madre, Naixe. I am indeed one and the same person. What do you want of me? The Denegad, Katasach, spoke to me about the animal attacks. Can you tell me more? The Tenlands have been angered. They are very angry. The beasts have always lived here, but they only attack if we tread near their nest. Of late, they attack on sight. There have been many wounded, and some of our young have even disappeared. It may be that the Tenlands killed them, but it is also possible they followed the missionaries. What can you tell me about the Tenlands? They are normally very peaceful creatures, very calm, but who defend their young with fury. During the attacks, I noticed that they were not all the same. Not all from the same nest. What do you mean? That the other beasts don't come from here, but from other places. And that they are coming more and more often. Mhm. Were there many victims? Many wounded. Thanks to the healing powers of the Donegad, they survived. But the attacks happen more and more often. And they come with greater fury. I try to chase them away, to destroy any nests that I found, but still, more of them come. And now our children disappear. The stress alone could kill our village. Can you tell me who the children are? A young fisherman and a gatherer. You will find the sister of the woman and the brother of the man in the village. I will go and see them. Isn't it odd that these creatures who are normally passive have become so aggressive? Yes. Yes. This has never happened in my lifetime. What do you know? Speak. Lives are at risk. I do not speak of things I am not sure of. The Renaixe, like you, do not understand the bond we have with nature. I must be going. Okay. Ich hab doch gerade mit ihm gesprochen. Ist er nicht fertig oder wie? Hä? Okay. Was soll ich ihn denn noch fragen? I'm in need of your wisdom. I believe I can Ach so. help you in your fight against the Tenlands. How would you advise me to go about it? You must destroy their nests. It's sad, but the only way to stop their numbers growing. There are most likely 3 around here. I can point you in the direction to one that I discovered. I would have taken care of it, but my village cannot spare my presence here. I must keep watch. I did not find the 2 others. Some in the village may know where to find them. And how would I go about destroying the nests? You must burn them and kill the dominant one, or else they will build again. We see them especially at dawn. After that, we no longer see them. But be careful, Renaixe. The night belongs to the Tenlands. That is when they are most awake. Going out at night is very dangerous. I thank you for your advice. We shall go and destroy these nests come dawn. Was darauf bestehen über das?
anbieten zu helfen? Is there anything that we might be able to do for you? Besides destroying their nests and fighting the Tenlands, do you know the art of crafting weapons? Our artisan was among the wounded, and my weapon is broken. I can try to repair it. Here, in this condition, it is of no use to me at all. Ich kann keine Waffen reparieren. Aber das kann ein Schmied machen. What do you know about the missionaries? The Mind Shakers? They came here before the attacks of the Tenlands and buzz around us like flies. They speak of light, of demons, and the soul. Their words make little sense. All that they want is for us to join their village, and that we serve them as if they were Tier. They want to make us Renaigse. They want to sever our bond with our lands. Their words do not touch those old enough to understand. But the young are sometimes swayed and listen. They follow them to their Eden village, and they become their servants. Their bond is cut. Have you tried to fight them? No, but some have fought. Because they treat the young girls badly. I think if not for the attacks, no one would have turned to them and their light. But hope fled our village. And the weak of courage have doubts and listen to their lies. It sounds as if the attacks began at a timely moment for the missionaries. Look, I really need you to tell me what you know about the cause of these attacks. I regret I cannot speak words about something you would not understand. I must be going. Katasach advised us to speak with the families of those missing. Perhaps they might know where the tenants have built their nests. Okay, also wir können auch ja, diesen Dings reparieren. Das bist du, glaube ich. Hier auch einen Schmied geben. Weil Waffengrund haben wir ja nicht. So. Schmied. Hier ist ein Schmied. Come closer, good people. The best fort. Oh, it's a great pleasure to. What armor that fits your glove? We'll make it for you. Repariere die Waffe des Jägers. Jetzt bin ich gerade verwirrt. Wie mache ich denn das? Weil ich kann das ja nicht selber.
Hä? Oh, Was ist denn das für eine Waffe des Jägers? Ist das Hackbeil? Räuchergefäß? Ähm. Wie mache ich denn das? the best forge in Tier 3D. Blaze, Schön ist es. Okay. Ich habe keine Ahnung, wie ich das repariere. Weiß ich nicht. Das ist ja wieder jetzt merkwürdig beschrieben. Also gar nicht beschrieben, tatsächlich. So. Keine Ahnung, wie ich die Waffe reparieren soll. Jetzt mal wirklich. Weiß nicht, wie das geht. Handwerk +1. Here is your weapon. It has been made new. Thank you. Okay, so geht es. Back its purpose. It belonged to my master before me, and you have understood its nature. It may be that you are more honor Manawi than Renaitse, and that you will one day see as we. During my walks, I saw a great Tenlan of clear skin. The others seemed to follow him. I felt that he called them, that he fed them rage, and that his place is not here. Why didn't you try to kill it? He is very strong.
the others protect him. I was only able to track him to his lair, a cavern. I placed traps all around it, but all were avoided. He is clever. You say he doesn't have his place here. What do you mean? That he was brought here to attract the others and make them rage. By men, the Renaig say. But I cannot prove this. That is why I did not wish to voice these thoughts. I feel it, nothing more. I must be going. Okay. Gut, das ging jetzt erstaunlich leicht. So. Good day. My name is Desardet, from the congregation. I've been told that someone dear to you has disappeared. Yes, my little brother. He left to go fishing, like every day, and he did not return. Your Donegal asked me to help you. Any information you can give me will be very useful. This is true? I hope your words to be heartfelt. My insides are twisting in fear that my brother is lost. Can you describe your brother for me? He is young, rather tall and strong. The girls find him handsome. He is such a nice boy, but he is wild off the tether, and often his curiosity gets him in trouble. Can you tell me more precisely when he disappeared, where, and under what circumstances? It was 2 days past. I saw him leave to go fishing, as he was often to do. And you cannot remember anything out of the ordinary? No, he was full of joy, full of life. I am so worried about him. Did your brother have any enemies? No, I can't think of anyone who would plant strangleweeds in his garden. Perhaps a youthful rivalry. He didn't get along particularly well with the Master Hunter, but it was nothing serious. Perhaps the missionaries. He did get into a fight with them, but they surely wouldn't have taken him. It's still a lead. Was he close to anyone? He has been dreamy and more joyful than usual. Those are the signs of someone stricken with love. But he no longer wants to share secrets with me. He told me that he has grown beyond the shadow of his brother. And the birds in his branches are his. What do you think most likely happened to him? He could have come face to face with Tenlands. They've become angry of late. But he knew how to avoid them. He might have had a run-in with the Mindshakers as well. He got into a fight with them a while back. Because of a young girl in our village. You think the missionaries might have sought vengeance? I don't know. But he might have went to find them in their village. He bears no good feelings towards them. I will go and see. Maybe they can tell me more. Could you tell me about the missionaries? The Mindshakers. They came here to take us to a marvelous village. They said it was a perfect place, where all is shining in light, and where there is no danger. Their words seem to have been to your liking. A place full of peace is a dream. Here we must fight to survive, since the Tenlands have grown angry. And now their stories of light are difficult to imagine. It seems like a beautiful place, though. But my brother fought with them. They gave trouble to a young girl, one of his friends. He told me that these Mindshakers were liars, that they were hurting the more innocent young. I don't really know what to think. If they took them, could you tell them to give them back? There is no fair trade for our children. This story about the fight compels me to at least ask them some questions. What can you tell us about the Tenlands? They are beasts that live near water.
rivers or coasts. In all our memories, only if you approach their nests do they. Ja gut, das wissen wir ja schon. My brother should not have left. I must be. Okay. Können wir noch jemanden sprechen? Good day. I've been sent here by your Denegad. He asked me to help you. I hope he is right, and that you are not like the Mind Shakers. My sister has gone missing. It is for that very reason that I'm here. So. Your sister. Is she... Gut, ich überspringe das jetzt tatsächlich mal ein bisschen. How long do you know? Is there anyone in the village? No. Why do you... She is beautiful. They were pestering her the other day. But you think... Ja, das ist jetzt quasi dasselbe, was wir eben schon... The one I'm going to have... Tell me, do you know very... Was your sister fond of a young fisherman who also disappeared by any chance? They have known each other since they were little. Like all the children of the village, they have always been friends. Only friends? Yes. He defended her when the Mind Shakers wanted to take her. But she is promised to another. I couldn't care less about her reputation. An engagement can be broken. If you know anything at all... I have told you all I know. My sister is certain... Very well. I must leave now. Gut. Okay, habe ich das ein bisschen jetzt mal rausgekürzt, weil, ja, wir wissen das ja alles schon so ein bisschen. So, wir haben noch eine Spur jetzt da. Mein Charakter läuft nicht Steinwein sein. So. Given the presence of the tenons in this clearing, there must be a nest not far from here. Was meinten die ja mit denen, die mal dazwischen sind? Can't do that. I can't do that. Benötigt elementare Falle. Wie ich keine elementaren Fallen dabei habe. Ach Gott. Jetzt braucht man diesen Käse, oder wie? Ach je. Okay. Ja. Wow, Spiel. Ich glaube, ich habe noch ein paar in meiner Truhe jetzt.
Warte mal. Was ist denn hier? Elementare Falle habe ich hier sogar. Sehr gut. Hier soll auch noch irgendwas sein. Wie gut, dass ich mir die Sachen echt immer aufhebe, tatsächlich. Und nicht immer alles wegschmeiße. Da kommt dann mal wieder dieses könnte man irgendwann mal gebrauchen Ding durch. Ja. Okay, das war das Erste. Wieder zurückgehen. Ich hoffe, wir gehen in die falsche Richtung. We are near water, in the area the fisherman's brother mentioned. The nest must be close to here. The dominant one only came out at dawn. I should come back later. It is dawn, the ideal moment. I must kill the dominant one before destroying the nest. Yeah. Und dann haben wir hier oben noch eins.
Hier los. Diese random Gegner. Finde den vermissten Dorfbewohner. Ja, okay, wir ran, das wird die Nester. The hunter told me that I would find a nest in this area. Das dürfte dann wohl das hier sein. This dawn, the ideal moment. I must kill the dominant one before destroying the nest. The third nest is destroyed. The master hunter will be relieved to hear it, I'm sure. Okay. Dann haben wir jetzt noch den, die vermissen. Die vermissen, also beide sind da. Ich bin vorbeigelaufen? Karanz, do you Junge, nein, du sollst nicht mit der reden. Hier sind halt jede Menge Blutspuren. Ich würde mal sagen, das sieht irgendwie nicht so gesund aus. That cavern seems home to some creatures. Let's be wary. It could very well be the lair of that great tenland the hunter spoke of. Ja, na dann rein. Achso. Geht gar nicht. Okay. So, dann schauen wir mal. Die Höhle machen wir jetzt eben noch. Das ist die Höhle, wo wir schon mal durchgegangen sind. One is older than the others. Judging by his clothing, he was a missionary. Sei besonders vorsichtig, wenn du das große weiße Tindern in den Höhlen bringst. Es ist unglaublich wild und die anderen Bestien befolgen seine Befehle. Unser ganzer Plan hängt davon ab, also gib dir Mühe, nicht zu einem weiteren Opfer zu werden. The two others are more recent, a man and a woman. Our missing couple, no doubt. They were dragged here and devoured alive. What a tragic fate. I cannot believe that these missionaries used such a ruse to achieve their goals. 2 youths died because of them. Now you understand why some of us fight against the Renaigse. Their words are always sweet, but all they bring is death. Let's return to the village.
Their families need to be informed. Ja, krass, ne? Also, das ist halt echt Wahnsinn, was diese religiösen Idioten hier immer wieder machen in dem Spiel. Das ist echt nicht zu glauben. Da fällt einem tatsächlich relativ wenig zu ein. So. Wie es dann weitergeht, das sehen wir dann beim nächsten Mal. Bis dahin. Auf Wiedersehen.